Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. Der Gemeinde Gandalf 98 HAGUDEY Gandalf 98 HAGUDEY. Geht los. Grüß Gott beieinander. So, Mr. Highlander, merci dir für deinen da fangen sie schon wieder. Ich gehe wieder offline. Ist das jetzt? Highlander, merci dir für deinen Resub beim 3. Monat. Danke dir, weiterhin willkommen in der Basis. Viel Spaß mit dem Mods. Sehr gut. Grüß von meinem Hauptvater. Mike ist der Erste. Wohl wieder, warum wundert mich das nicht? Mr. Herbert, Mr. Billinger, Frau Semkroweif. Grüß Gott beieinander. Wie geht's euch? Alles fit im Schritt. Ich hoffe doch. Schön, dass wir uns zum vielleicht womöglichen Finale von Resident Evil 8 wieder zusammenfinden können. Ja? Schauen wir mal. Servus zusammen, Smiley mit Sonnenbrille, rotes Herz. Spotty, habe Dere. Ja, ich habe einen neuen Alert für den Fall, dass ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Danke für deinen Resub im 7. Monat. Holy shit, 7 Monate bist du schon dabei. Heilige Scheiße. Ja, die Zeit, die läuft einfach voran. Die läuft einfach voran. Das hilft einmal gar nichts. Danke dir. Viel Spaß weiterhin auch an dich mit den Emotes und weiterhin willkommen. Jetzt kommt der nächste. Was ist denn? Wie das Geld käme das Monat, oder was? Ja, danke dir für deinen Resub im 8. Monat. Du bist auch schon wieder da. Leid. Was ist denn?
Optio, danke dir. Herbert, merci dir für dein Reset im 8. Monat. Auch an dich weiterhin willkommen in der Bazi-Gang und viel Spaß mit den Mods. Leider ist Schild's einmal. Geschubster Chef, ja genau, wahrscheinlich. Wahrscheinlich geschubster Chef. Wer nicht ich, wer dann? Wenn nicht ich, wer dann, so muss man sagen. Leute, ich hab die eine oder andere Sache zum Verkünden, ja? Einer im Chat, beziehungsweise alle, die... Warum? Optio, warum? Warum? Ich hab noch nicht, bin noch nicht mal mit dem Grüßen fertig. Was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? Versteh die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht, ehrlich nicht. Optio, danke dir für deine 5 Gifted Subs an den Toys, an den Chris Blaze, an den Gaming Ninja, an den Sille und an den Fluxi. Willkommen in der Bazi-Gang, viel Spaß mit den Emotes. Optio, danke dir. It's stop it now, okay? Leider, ich hab noch nichts da. Ich darf gern was verkünden. Es gibt News, okay? Es gibt spannende, ja, was heißt spannende News? Es kann spannende News sein. Eventuell, kriminell. Ja, das wissen da erinnert, glaube ich, so wie ich sage, 2 Personen bisher. Ja? Es ist Samstag, du weißt doch, was das heißt. Eskalation, ja, wohl, offensichtlich. Du, offensichtlich heißt das Eskalation hören. Ja. Der gefettfingert. Hashtag gefettfingert. Ja, der Optio, der hat letztes Mal schon gefettfingert. Ja. Komischerweise fettfingert der immer. Optio, schmier die halt einmal ein, gescheit. Ja, nicht mit Vaseline, also vielleicht einmal eine Sofa hernehmen oder was. Shadow habe ich dere. So, Leute, ich hab was zum Verkünden. Ja? Wir haben uns die letzten Tage ja mal drüber unterhalten. Beziehungsweise ich habe im Chat danach gefragt, ob es Kanalpunkte technisch das eine oder andere gab, was man noch hinzufügen kann. Und daraufhin haben sie meine Mods und ich ein bisschen unterhalten. Und siehe da, wir haben eine Lösung gefunden. Wir haben 2 Kanalpunkte-Belohnungen mehr. Bevor es jetzt alle nachschaut, lasst es euch sagen. Okay? Das eine, was dazugekommen ist, ich muss 3 Minuten mit umdrehten Controller spielen. Ja? Das kostet, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht, haben wir das auf 5000 Kanalpunkte festgelegt und das ist 2-mal pro Stream möglich. Ja? Also das könnt ihr 2-mal pro Stream triggern, einlösen, wie auch immer. Und das geht aber pro User nur einmal je Stream. Ja, ist hoffentlich auch klar. So, das, irgendwer muss ja triggern. Heute ist ja. Cheer 1, Cheer 1, Cheer 1, Ah, nicht schon wieder. Cheer 1, 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 Cheer 1. Das dauert jetzt wieder 18 Minuten, oder? Cheer 1, Cheer 1, Seine Cheer Cheer 1. 1, Cheer 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 1. Ja, Gott sei Dank lässt sich das jetzt nicht noch 69 Mal vor. Wer, danke dir. So, Kontrolle. Schau, grätscht der Shadow einer. Super, sehr gut. So, das ist das eine. Ja? Mit umdrehten Controller spielen, 2-mal pro Stream, 1-mal pro Person. Ist, denke ich, klar, für 3 Minuten. Machen wir dann, sobald das Spielen anfangen. Ist hoffentlich auch klar. So, und das zweite. Ja, da wundert es mich eigentlich selber, dass ich da nicht schneller draufgekommen bin. Meine Damen und Herren, Freunde der Sonne, Ladies and Gentlemen, I proudly present to you Knädelcam, Freunde der Sonne. Ja? Es gibt jetzt auf diesem Stream eine Knädelcam. Ja? Ja, für ein Zeichen. Danke dir. Wir haben jetzt die Möglichkeit einer Knädelcam. Ist das was? Das gefällt sogar mir. Ich glaube, das gefällt nicht nur dir. Das glaube ich gefällt an jedem. Was hat es damit auf sich? Also im Endeffekt, die Kamera, die wo ich da verwende, das ist mein allererste Streaming-Cam. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich es verschenkt habe, aber es ist dann doch 4er gekommen. Das ist jetzt Bildqualität technisch jetzt nicht das Gelbe vom Ohr, aber für den Zweck tut es, okay? Im Endeffekt ist einfach erklärt, das kostet 7.500. Und die Cam könnt ihr erwerben, das ist dann praktisch so eine Art gekaufte Pause. Ja, jetzt könnt ihr da sagen, hey, jetzt machen wir mal Pause. Dauert dann 3 Minuten, ihr seht dann 3 Minuten das Gehege, wo die zwei da einer zu Hause schimpfen. Gut, den anderen seht ihr jetzt noch nicht, der zeigt den Arsch übers Haus aus. Das ist jetzt halt einfach einmal so blöd, aber das hilft nicht.
Genau, dann schalte ich 3 Minuten die Kameraeinstellung her. Ich gehe dabei irgendwie was ich mir auswaschen, was zum Trinken holen, snack mir irgendetwas, keine Ahnung. Und ihr könnt dann die Flauschknädel da begutachten. Ja? Ich kann euch halt nicht garantieren, dass ihr irgendwie Aktionen im Gehege seht, wenn die Kamera aktiv ist, weil wie ihr seht, die chillen gerade massivst einer ist. Der eine mehr als wie der andere. Okay? Merci für den Hype-Train der Stufe 2. Dankeschön. Sozusagen eine Flauschpause. Genau, eine Flauschpause. So kann man es sagen, Mr. Werb. Aber zum Trinken kriegst du aber noch nichts mehr. Ja, du hast ja letztes Mal sehr, sehr stark auf mich geachtet. So viel zu den Neuerungen, die wir jetzt aktuell haben. Die eine oder andere Belohnung kommt vielleicht in der Zukunft noch dazu, da muss ich mal schauen. Es sind noch 1, 2 Sachen im Hinterkopf, kann ich allerdings noch nicht umsetzen, aber kommt vielleicht noch. Aber ich glaube, mit den 2 Belohnungen, die was du einlösen könnt, meine haben recht, oder? Vor allem, ich habe so massiv die Vermutung, dass die Knädel kämen da, dass das meine Arena werden könnte, ja, unter Umständen. Habe ich so im Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Okay? Gut. Dann folgendes noch zum Stream heute. Ich weiß nicht, wie lange ich live bin. Das ist jetzt eigentlich richtig bitter. Es kann jetzt sein, dass ich bis um 8 Uhr live bin. Kann aber auch sein, dass ich bis um 10 Uhr live bin. Warum? Das hängt von der Frau Batze. Das war so klar. Das war ja langweilig, wenn er nicht da war. Sei, danke dir. Danke dir für deine 69 Bits. Was für mich? Wie was für die? Weiß nicht, wie es da drauf... keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich drauf komme, dass dieser Renner werden kann. Weiß ich nicht. Das hat mir, glaube ich, irgendein Vögelchen gezwitschert. So. Na, folgendes. Wie lange ich heute live bin, hängt von der Frau Bazi ab. Warum? Frau Bazi ist auf einer Hochzeit. Das ist ja der Grund, warum ich heute abends wieder da sitzen kann. Aber ich bin's Taxi. Ja, wenn jetzt Frau Bazi um 8 Uhr schreibt, hey du, voll dein Palme, geh vom Internet aus und tu mir was Sinnvolles, dann muss ich um 8 Uhr offline gehen. Kann aber sein, dass die Frau Bazi dazu entscheidet, noch einen Umtrunk zu starten. Ja, dann kann es jetzt sein, dass ich bis um 10 Uhr da hocke. Ja, schauen wir mal. Ich sag das so. Ja, der hat sich gedacht, du bist nicht anwesend, also wollte er mal für die in deinen Namen den 61 Booty Cheers triggern, okay? Alter, ich bin voll, hol mich ab. Ja, oder so. Das kommt da passieren. Genau, ansonsten wäre der Plan, dass wir jetzt einfach Resident Evil spielen. Wir kommen heute zum Heisenberg, haben wir sagen lassen. Angeblich geht das Spiel noch gute 4 Stunden. Jetzt, wenn Frau Bazi noch einen Umtrunk startet, wären wir mit dem Spiel halt fertig. Und wenn es keinen mehr startet, ja, dann spielen wir es halt nächste Woche fertig. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht die Tragik. Lurk wegen einem Blattsprecher, du mit Blattsprecher, das ist wichtiger, ja? Das passt schon, danke dir, sei. Gut, so viel dazu. Mehr Neuigkeiten habe ich nicht. Und da ich jetzt nicht mehr Neuigkeiten habe, da ich sagen, fangen wir spielen an, bevor wir gar nicht dazu kommen. Ne? Ich glaube, das ist eine Idee. So. So, wir starten mal da. So, wo ist jetzt mein Spiel schon wieder? Voll ist gut. Ja, finde, glaube ich, nur einer gut. Wobei sie da eigentlich nichts gefällt bei ihr. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ja, so ist es jetzt nicht. So, Beil, kommst jetzt du noch oder bist du auch in Urlaub? Das schaut gut aus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Jetzt werde ich mal eine bequeme Position einnehmen. Darf man dann nicht vergessen, dass der Mr. Shadow schon wieder mit seinen 5000 Punkte eingerischt ist und mich dazu zwingt, 3 Minuten mit einem Controller verkehrt umzunehmen. Ja? Weil wir auch haben die Ehre, ich bin auch wieder wach. Dann du kommst pünktlich. Ja? Weil wir auch, du kommst absolut pünktlich. Habe die Ehre. So, fortsetzen. Fortsetzen ist immer gut, habe ich gehört. Stronghold. Ja, was auch immer. So, jetzt schauen wir erst einmal auf die Map. Was haben wir letztes Mal da? Wir haben uns letztes Mal um die ganzen Truhen da gekümmert. Wir haben letztes Mal richtig geblutet, aber auch richtig gelootet. Ja? Wir haben festgestellt, dass das Arschkeibe da mit seiner riesen Axt durch Schuss überhaupt nicht verwundbar ist, sondern dass du ein wenig Peng-Peng brauchst. Ja? Also im Sinne von Bomben und so weiter. Haben wir dann relativ schmerzhaft draufgekommen. Die einzige Truhe, die noch offen ist, ist jetzt die. Aber das ist offensichtlich die vom Heisenberg. Ja? Da kommen wir jetzt praktisch zwangsweise sowieso hin. Genau.
Inventartechnisch schaut's nicht schlecht aus. Wir haben vor allem sau viel Pistolenschuss. Mehr Pistolenschuss ist bekanntermaßen mehr gut. Ja, wir haben ein bisschen Heilung, wir haben noch die eine oder andere Granaten. Ein bisschen Fleisch hier, ein bisschen Geflügel haben wir noch. Gut, wobei wir das mal nicht sogar verkaufen können, haben wir mal sagen lassen. 2 Dietriche haben wir noch, falls wir noch irgendwas finden, Daten, wo es noch nicht aufgesperrt ist. Schaut einmal nicht schlecht aus. So. Jetzt warte ich nur schnell, bis die Uhr umschlagt. Weil dann werde ich meinen Controller verkehrt umnehmen. Und werde einmal 3 Minuten lang mit einem spiegelverkehrten Controller spielen. Ja? Der Mr. Heisenberg hat unser Ad-Schädel so schön aufgestellt, dass wir genau wissen, wo wir lang müssen. Ist quasi eine sehr nette Geste von ihm, dass uns er sagt, wo unser Verderben ist. Der Show must go on, ja, so zwangsweise. Ja, okay. Da haben wir letztes Mal noch einer, genau. Ja, haben wir ja. Oh Gott. Hab mich jetzt gekriegt. So. 7 Minuten, jetzt ist 7 noch. Controller ist verkehrt, wie ihr sagt. Jetzt meine ich jetzt. Oh Gott, was haben wir da dabei denkt? Ja, okay. Ah, ja. Warte mal, jetzt mal. Ah, da schießt man dann, okay. Boah, lecker, Alter, das ist für richtig kriminell. Wie jetzt? Wo ist denn der jetzt? Ich glaube, ich mag da gar nicht rausgehen. Alter, das ist echt ein Krebs mit verkehrt umspielen. Leck mich am Arsch, das habe ich, das meine ich, habe ich, glaube ich, dezent unterschätzt. Ja, ich höre noch, aber ich sehe ihn noch halt nicht. Wo ist er denn? Ja, die glaube ich, haben's auch geschafft. Wenn du mich fragst. Ja, wo denn? Ich seh halt nix. Ah, ich hab's gesehen. Alter, das wird kriminell. Das wird kriminell, das so gern gibt es ist. Oh Gott, hey, das wird kriminell. Ich hab einen mit verkehrt ich hab einen umgebracht, obwohl er einen Controller verkehrt hat. Da, das lassen wir auf die Visiten, das lassen wir sofort auf die Visitenkarten schreiben, das so irgendwie es ist. Ha, ich hab 2 umgebracht. OP, ich bin absolut OP. Gut, dass wir ein wenig einen Schuss haben. Ja, okay, jetzt wird's besser. Wie kann ich denn... Oh Gott, hey! Aha, ich hab's gesammelt. Das ist ja schon mal was. Ich hab's gesammelt. So, da grunzt noch mehr irgendwo, ne? Das Buttermesser, OP-Buttermesser, sagst du? Ah, da hinten sitzt er, da schau her. So, Mr. Shadow, die 3 Minuten sind um. Ich nehme den Controller wieder in die andere Richtung. Hey, wir das haben wir gar nicht einmal so blöd angesteckt, gell? Das weißt du schon. Was haben wir da? Da ist ein Grau, ja, das nehmen wir jetzt einmal mit. Ach, gleich wird's ein wenig leichter mit dem Spielen. Das so ging, glaube ich, es ist. So, wie viel Pumpgun-Schuss haben wir? Nicht allzu viel. Ja, mit dem Pistolen-Schuss-Dingens müssen wir mal haushalten. Ja, genau, spring du da mal runter. Da bist du gut aufgekommen. Mehr Kugeln ins Gesicht, auch mehr gut.
So, dir schieße ich eine Pumpgun-Kugel ins Gesicht, weil... Aber mal sagen lassen, halt besser, da kommt noch einer. Das haben wir schon wieder... Hat man schon wieder sauber 2 Gegner, das so irgendwie es ist. Nachladen, obwohl ich... Achso, okay, warte mal, jetzt müssen wir mal schauen. Können wir, glaube ich... Ja, Pumpgun Moon herstellen, das meine ich ist nie verkehrt. Das meine ich ist nie verkehrt. Um 6:07 hätte ich gesagt, machen wir mal eine kurze Pause. 6:07, ja, da haben wir noch ein wenig Zeit. Das, wie gesagt, mir ist das völlig egal, das müsst ihr eigentlich ausrichten. Es sind eigene Punkte. Wenn's ihr die... Ach so, jetzt haben wir einen Pfeilbogen auch schon. Ja, super. Sag, da Arschkeibe da oben. Schießt der in dein Pipperlein, dann hast du nichts mehr von deinem Pfeilbogen da. Gib's der Ruder um. Ich hab gesagt, wenn ihr das einlöst, ist das ist komplett Eiersache. Das ist mir persönlich egal. Ihr müsst den Code im Hinterkopf behalten. Das geht maximal 2-mal im Stream. Okay? Aber ansonsten ist mir das egal. Du kannst es auch gleich einlösen, wenn dir das lieber ist. Da hab ich jetzt persönlich keinen Stress damit. Natürlich ist der günstigere Zeitpunkt dann, wenn wir schon ein wenig gespielt haben. Ja, weil es soll ja schließlich auch ein wenig etwas haben wollen in der Zeit. Ach, da schau her, da hinten ist die Truhe zum Beispiel. Ja, okay, gut. Gut zu wissen. Da ist ein Fassel. Das Fassel ist nicht umsonst. Das sage ich gar nicht, wie es ist. Das Fassel da ist nicht umsonst. Ah, da kann man außen sagen. So mal schauen. Warum hat denn da so viel Guckeln? Die Truhe ist da oben irgendwo. Die Truhe ist da oben irgendwo. Das heißt der gut zu Fuß... Das heißt gut zu... Gut zu Fuß ist gut zu wissen. Ja, dann schauen wir halt mal. Irgendwie wird man da schon... Ah, halt doch dein Maul da hinten, ha? Die 10 gegen Banden geschossen. Da ist noch einer. Irgendwo ist da noch einer. Ah, habe ich direkt. Einer ins Pipperl, damit ja auch nichts passiert. Oh ja, da ist noch einer. Noch nicht gesehen. Wieder rein. Okay, wer ein Schuh. Wenn das alle da oben ist, auch noch ein Fassel. Warum haben da... Alter, warum haben da so viele Fasseln angelegt? Das heißt nichts Gutes. Das kann schon wieder nichts Gutes nicht heißen. Oh, da haben wir Flintenmund, das ist natürlich zauberhaft, das nehmen wir. Mehr Loot, mehr gut. Genau so nämlich. So, da haben wir Leute, ich hab's genau gesehen. So, jetzt passt so. Durch das, dass da schon wieder so viele Fasseln umeinander stehen, habe ich schon wieder die ganz böse Vorahnung, dass da noch 100.000 Gegner kommen. Aber gut, jetzt schauen wir erst einmal. Jetzt schauen wir erst einmal, was da... Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Wenn der Stream spannender ist, wie das Fußballspiel sich vor Lachen auf den Boden wälzen. Du Volldepp, du sollst auf deine Kinder schauen und nicht auf mich. Also, deine Kinder im Sinne von, ne, Fußballmannschaft. Ich hoffe, du hast das jetzt... Aber danke dir. Jetzt sollst du eine Taktikbesprechung machen, wenn der Basis streamt. Das ist eine super Idee. Das ist eine super Idee, ist das. Ja, okay, die Truhe ist da drüben irgendwo, aber wie komme ich da hin? Ist jetzt die Frage. Ah, da ist ein Hebel, aha. Ah, da ist... Ah, ja, okay, da muss man jetzt praktisch die 2 Hebeln da aktivieren, damit das Tor aufgeht, offensichtlich. Ja gut, okay, können wir ja machen. Nein, es spielt schon U23 und da steht es noch 60 Minuten 9-1. Ja, dann darf ich auch lieber Stream schauen, das ist sogar da, wie es ist.
Ja, war auch klar, dass dann wieder irgendwer aus dem Loch grunzt kommt, oder? Gut, ich glaube, ich habe das Ball geschossen. Ja, komm du da ruhig einmal rauf. Boah, leck mir mal schon. Bist du behindert oder was? Ah, man kann sie droppen lassen, sehr schön. Ja, du... Irgendwie habe ich heute einen Flow, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das noch irgendwo. Wo ist er denn? Ah, dahinter. Jetzt mal um! Die kommen einfach aus irgendeinem Loch raus, wo ich nicht zeige, wo sie herkommen. Könnt ihr jetzt einmal chillen, bitte? der Resi-Ring. Ja, das ist der Resi-Ring. Resi-Ring Village oder so. Ja, wir kommen jetzt. Wir kommen auf die. Ich verstehe die Frage nicht. Wir kommen nur auf die Truhe da hin. Ah, da gibt's auch noch Loot, oder? Ja, das sag ich doch. Ja, nehmen wir den Heavy da an um. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder Gegner, oder? War da komisch, wenn nicht. Tatsächlich nicht. Ja, gut, jetzt mal eine Preisfrage, aber die Truhe da hinten, die Fuchsbefehl. Ich möchte jetzt wissen, wie man zu der Truhe da hinten hinkommt. Da muss man ja irgendwie. Jetzt, Moment einmal. Da muss man ja irgendwie hinkommen. Die Truhe ist nämlich da oben, wenn man nicht alles täuscht, oder? Ja, genau. Die ist nämlich genau jetzt da über uns. So, aber wie kommst du da hin? Ist die Frage. Wie kommt man jetzt zu der Truhe? Wahrscheinlich kommt man da erst später her, kann das sein? Oder kommt man da jetzt schon hin? Aber ich hätte überhaupt keine Ahnung, wie man da jetzt hinkommen soll. Weil Springer geht ja in dem Spiel nicht. Vielleicht irgendwie. Ja gut, dann müsste es da auch irgendwie da umkommen. Ja, keine Ahnung, da müssen wir mal schauen. Da wird man wahrscheinlich irgendwie später noch mal herkommen. Ding jetzt einmal. Scheiß auf Geld. Jetzt sage ich halt natürlich nicht, ob wir da alles gelootet haben. Jetzt rennen wir nochmal schnell kurz ein wenig rundum. Vielleicht finden wir noch das eine oder andere Schachtel mit Moon. Wobei wir da jetzt, glaube ich, relativ solide ausschauen. Ah, Scharfschützenmund haben wir auch ein wenig gesehen. Das wird ihm schon. Das haut ihm schon hin. Ja, gut. Da noch etwas. Nö. Da runter schauen wir nur mal, weil da haben auch so ein paar Gegner daherkommen. Von da unten haben wir gekommen. Warte mal, da schon her. Kann man da? Nein, kann man nicht, okay. Ja, ich hätte gemeint, man kann auf die Dinger aufspringen. Ah, da haben wir noch was. Da schon her. Bist du im Moon? Ja, Moon lässt man nicht liegen. Freunde, Moon ist wichtig. Das brauchen wir. Wird nicht anders. Gut. Ah, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir da weiter. Ist das nicht? Na, okay, passt schon. Hätte jetzt kurz gedacht, das ist das Schloss, wo wir schon mit drin waren, aber das ist auf der ganz anderen Seite. Das ist wieder was anderes da. Festung! Ist kein Schloss, das ist eine Festung. Ja, auf mit der Tür!
läuft, würde ich sagen. Bisher bin ich zufrieden. Also, Blindenmond, Rohrbomben haben wir gelernt, haben gut. Ja, waren doch nicht so scheiße, wie ich überdenkt habe. Pistolenschuss. Ja, die Frage ist jetzt halt, warum findet man jetzt auch gerade da Schuss? Ja, das kann nur heißen, dass Gegner kommen. So, Sicherheitsspein, damit auch nichts passiert. Gut. Irgendwie. Was bist du eigentlich? Hab ich Magnumschuss? Moment, da müssen wir. Oh, Freunde, da müssen wir. Sechstes, da haben wir 2 Schuss. 2 Schuss von der Atomgranaten. Den jetzt einfach so. So, und haben wir da auch noch irgendwas? Samurai Edge AW Model 01, seine durchschlagskräftige Munition. Ja, toll, das ist jetzt die normale Pistolen, aber ich weiß jetzt nicht, welche eine stärker ist. An der vorne, es ist ein Baby-Bazi. Ja. Mozart! Babytime. Na, nix mehr Babytime, bloß nicht. Hau bloß ab mit deinem scheiß Babytime. Na, scheiß. Gratulation zum Baby-Bazi. Mr. Mozart, danke dir für deinen Resub im 9. Monat. Ich hoffe, er wird nicht geschubst. Oder es. Oder sie. Keine Ahnung. Such das aus. Danke dir. Wie war da? Bist du noch im Urlaub? Bist du noch am Festival? Oder bist du schon wieder zu Hause unterwegs? Viel Spaß in der Basigang weiterhin. Natürlich. Sowieso klar. Warum kannst du jetzt speichern? Ja, das ist eher die Frage. Das stimmt. Ich bin gerade daheim angekommen. Dann hoffe ich, dass du einen sehr schönen Aufenthalt gehabt hast, dass du ein bisschen abschalten hast können. Und dass er natürlich Spaß gemacht hat. Und natürlich WB. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ja, jetzt mal eine blöde Frage an die erfahrenen Resi-Spieler. Welche Pistolen ist jetzt da stärker? Ist jetzt die stärker oder die stärker? Ist jetzt einmal die Frage, die ich mir stelle. Weil ich weiß nicht. Gut, wurscht da. Das ist vollautomatisch, das muss passen. Da tun wir aber lieber vorsichtshalber wieder mein Buttermesser auf links, weil nicht, dass ich wieder vor lauter Blättern schieß. Oh Gott. Ja, das riecht da schon wieder so danach, wie wenn da wieder 100 Gegner kamen. Das muss ihr Nest sein. Ja, toll, super. Ah ja. Ja, okay, genau, wie auch immer. Soll ich jetzt so ernsthaft... Na, Moment einmal, da, das ist das... Wenn wir uns auf alle Fälle mal ein wenig an Schuss... Oh, da liegt Schuss! Oh, da schau her, wo der Schuss liegt. Der ist neu. Hey, ich hab doch geschossen. Alter, wie verhanden das? Okay, das haben wir definitiv 2 Gegner. Alter, was ist denn her? Oh Gott. Okay, Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Freunde, ich habe da eine Idee. Ha, renn du mal in meine Mine rein, was hältst du denn da davon, ha, du Kasperl? Oh, ich hab noch eine. Ja, da geh her. Ich hab noch eine. Da gehst her. Du Arschloch, du Fotzengrobs. Ja, da hab ich noch mal eine. Oh, aber jetzt hab ich keine mehr, das ist blöd. Ah, ich hab noch Rohrbomben, haben wir gelernt, die haben OP. Ah, da sagst du mal Taktik, meine Freunde. Oh, perfekter kristalliner Schädel, das ist ja zauberhaft. Da gibt's quasi ein bisschen Holz.
sonst noch was? Boah, leg da ist ein einer. Bist du behindert? Schreib mir halt nicht so, du Arschkeibe. Genau, da winkt ihr mal. So, Feierabend. Munkatz, hab ich dir, grüß dich. Alles fit bei dir, schön, dass du einer schaust. So, was ist jetzt das da überhaupt? Was ist... Ah ja, okay. Ich hab keine Ahnung. Ja, ist eh wurscht. Gehen wir einfach, weil ich hab so... Haha, Warum glaube ich, dass du aus der Rüstung jetzt gleich irgendwas ausspringt? Jetzt möchte der meinen, dass die dir zugeht. Ich hab Fragen. Warum wird der Dödel nicht geschützt bei so einer Rüstung? Ich mein, wenn Bogenschütze gewinnen wird, ne? Das hätte weh da. Wegen Unterhosen. Ja, das ändert aber jetzt nichts an der die war aus Stahl. Ja, das ist schon klar, dass die Rüstung aus Stahl ist. Das ist mir schon bewusst, Mr. Shadow. Aber eine Ritterrüstung... Hätt's da so viel Abbruch da, wenn das Ding da so umgegangen war und das da zu war. Ja? Also, ich, wenn Bogenschütze gewinnen wird, so Legolas-Style hätte ich einfach jeden pauschal in die Eier geschossen. Und glaub mir's, der sagt zusammen. Naja. Beweglichkeit. Ach so, Ach so! Ah, ja gut, ich bin Mittelalter... Okay, dann halt ich mein Maul, dann habe ich nichts gesagt. Wenn die Unterhosen natürlich auch aus Stahl war, dann ist... okay, dann ist das ein berechtigter Einwand. Ja, okay. Gut, die Frage ist jetzt, kann ich wieder Flintenmund herstellen? Schaut mich gut an. Oh, schaut mich gut an. Oh, schaut mich gut an. Oh, das ist ja zauberhaft. Das ist ja zauberhaft. So, ich muss noch was... Was? Ich muss noch was... Den Rest aus dem Auto holen und duschen. Hab's Sand überall. Mr. Mott sagt, duschen geht eindeutig vor. Mehr duschen ist mehr gut, hab ich mal gehört. Ja? Du da mal noch nicht runterstressen. Oh, da haben wir rostige... Ah, warum... Wir haben ja gerade Magnum Mund gefunden, oder? Ja, okay, da kommt jetzt offensichtlich irgendwas Größeres. Das kann nicht anders sein. Wenn man einen Resi-Fei Moon findet, dann ist das meistens ein Zeichen, dass es jetzt gleich richtig rund geht. Ich verstehe die Frage nicht. Mhm. Und da gibt's noch irgendwas. Meine ich, oder? Oder ist das der Gang da rund? Achso, das ist der Gang da rund, okay. Nein, chill dein Base. Ich mag erst einmal schauen, ob man da noch irgendwas looten kann. Offensichtlich nicht, ja gut, okay. Ja, du, ist gute Zeit, um Brotzeit zu machen, um 5:30 auf die Nacht. Lasst euch nicht ablenken. Alles gut, ich schleich dabei vorbei, ihr frisst nicht Zombies zusammen und dann haben wir fein, oder? Wow. Oha. Ja, und jetzt kommt noch ein Speicherpunkt. Okay, jetzt kann er mir hundertprozentig denken, dass jetzt gleich irgendein... Ja! Explosiv. Ja, jetzt kommt irgendein Scheiß. Jetzt kommt definitiv irgendein Blödsinn, wo ich mit Sicherheit alles brauche, aber nicht das Buttermesser. Wir haben ein... Alter. In der Höhle des Löwen, ja, okay. So ungefähr... Oh, was haben wir da? Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Das war der gute Zeit, um sich zurückzuziehen. Dabei, voll dabei. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit 4 übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandermalereien wahrscheinlich. Mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den
Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kam der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Die haben's richtig gemacht, die haben sich verzogen, die haben genau gewusst, was gespielt wird. Ja? Die haben genau gewusst, dass das keine gute Idee ist, wenn man da bleibt und sein gestörtes Weib sucht. Ja? Die haben's richtig gemacht, die haben einfach, die haben Stiften gegangen. Völlig okay, da ich verstehe. Brudi, ich komm im Frieden, ich hab da Silvesterraketen in der Hand, wir könnten eine Party machen. Wie schaut's aus? Was auch immer da jetzt ankommt. Da ist ja so ein dreckiges Loch da. Haben wir noch Heilung? Wir haben noch Heilung, das ist gut. Magnum-Schuss hätten wir eigentlich auch noch ein paar. Aber, ja, Rohrbomben, die werden uns jetzt nicht ausreißen. Ja, gut, okay, aber dann. Es war so klar. Es war so klar, dass du... Ja, das ist nicht gut. Das... Wie kommst du denn auf das? Das ist zauberhaft, dass der kommt, oder? Der mit da schaut nicht. Hey, den haben wir... Ey, Moment einmal. Das ist doch der Kasperl von ganz am Anfang, oder? Even, du kannst einmal laufen. Ja, danke. Das ist... Oh, der ist zündig. Ah, tut dir der Bimbus jetzt weh, oder was? Ach so, jetzt ruft der Helfer an. Ja, schön, zauberhaft. Oh ja, jetzt wieder zum Son Goku, oder was? Er reißt jetzt einfach einmal eine Storsäule aus und wirft uns auf den Bimbus ab. Sehr gut. Aha, das ist eine zauberhafte Kanone, du bist so, wie ist das? Ja, toll, jetzt haben wir aber unsere stärkste Waffen schon verbaut. Da, Rohrbomben, die kriegst du dann ins Gesicht. Extra jetzt Fleiß, dabei. Wir haben einen Schlauer, da, frisst es. Ja, da hast du es. Boah, leck, ich soll vielleicht noch mal stiften gehen, oder? Das ist mal eine zauberhafte Sache. Leck mich doch. Ach, der ist hier. Ha! Du Noob! Was kannst du eigentlich? Brock kann schwimmen und du kannst ein wenig Schnitzel klopfen. Toll, sehr schön. Ja, okay, so schlimm war's gar nicht. Hätte er mir jetzt schlimmer vorgestellt. Das sag ich, wie es ist. Nehmen wir. Easy win! First try, glaube ich, habe ich mal gehört. Ah ja, da kriegen wir, je weniger Schuss, was wir brauchen, umso mehr haben wir über. Das ist, da schon her! Da wird uns da direkt noch geholfen, ja? Ja, den kann man machen. Das kann man mal so machen, glaube ich, oder? Das meine ich. Gut, ich muss der Fairness halber dazu sagen, ich habe halt die brutale Moon alles aufgespart gehabt. Ja, ich habe Magnum Moon 4-mal hernehmen können. Ich habe 6 so Explosivgeschosse gehabt. Ja, ist zwar groß, aber selbst der, meine, verkraft das nicht so einfach. Aber okay. Nimm mehr. Oh, da gibt's noch was. Wieder, wie viel Pistolen? Ja, 150 Pistolenschuss. Ich glaube, damit können wir mal ein wenig arbeiten, oder? Was meinst du denn? Ja? Danke schön für die GGs, by the way. Und warum ist da jetzt Eis, ist die Frage. Oh, warte mal, hat da gerade was blitzt? Ich glaube, ich habe was blitzen sehen. Freunde, ich glaube, da hat was blitzt. Ah, da haben wir auf alle Fälle irgendeinen Schund. Gibt's noch irgendetwas? Oh, sag ich doch. Da blitzt auch irgendetwas. Wo ist das jetzt? Ah, da liegt's. Da haben wir noch irgendetwas. Ah.
Ich tippe jetzt einfach einmal, dass dort teilweise... Da ist immer noch etwas. Dass die teilweise wahrscheinlich ein bisschen mehr Wert haben, damit sie dieser lohnt, dass man das da von der Decke abschießt. Ist da hinten noch was? Ah, da müssen wir schauen. Freunde, da müssen wir schauen, das hilft jetzt nichts. Irgendwo blitzt da noch was, 100%. Nur die Frage, wo. Oh, Alter, hat mich jetzt geschreckt. Ich sage aber nichts. Ja, lol, okay, da kann ich lange in der Luft umeinander schauen. Da können wir jetzt wieder nach außen. Okay. Scharfschützenmund, das nehmen wir natürlich auch gern mit. Oh. Flakot Torso. Was? Hey, das ist doch der vierte, oder? Was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erst mal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. Was war jetzt das? Die Flakons zum Altar? Hä, wie jetzt? Ja, wir haben jetzt die... Hä, kommt jetzt nicht der Heisenberg? Ich hätte jetzt eigentlich da... Hä? Ich hätte jetzt gemeint, wir müssen... Moment einmal. Hä, kriegt man mit dem Flakon, bevor wir in dem seine Festung gehen? Ich hätte eigentlich gedacht, das war andersrum. Ich möchte mich jetzt nicht beschweren, um Gottes Willen. Ich nehme ihn auch so mit, aber... Oh, was haben wir da? Da, Bundesliga-Schale. Da schau her. Was? Guglil Moosteller. Aha. Was kannst jetzt du? Ein antiker Teller aus dem Besitz Guglil Moos, einem der 4 Gründer. Sehr wertvoll. Jetzt wissen wir auch, wie Bundesliga-Trophäe entstanden ist. Sehr gut. Man lernt da wirklich nie aus. Gibt's da noch was? Das war ein Schatz? Ach, das war... Ah, das war im Untergrund. Ja, okay, gut, dann hat sich das quasi auch erledigt. Okay, dann brauchen wir uns da oben nicht mehr allzu stark umschauen. So, der haben wir ein wenig 10 von. Der haben wir ein wenig 10 von, das entspannt ein wenig. Ja, okay. In die andere Richtung wird man wahrscheinlich nicht funken. Ja, das denken wir schon. Gut, ankommt man da mal, weil da durchfahren können wir ja jetzt nicht. Gut, da gibt's ja nichts. Für was aber dann. Für was ist dann der. Ach so, okay, ja. Passt schon. Ach, jetzt können wir da raus. Da haben wir mal reingegangen und haben uns umgeschaut und wir haben uns gefragt, wie wir dann da rein... Alter, ich liebe Leveldesign, da wo du immer wieder irgendwie zurück an den Ort kommst, wo du schon mal gewesen bist. Ich feiere das so stark. Das kann aber Resi generell ziemlich gut. Ja? Das war bei God of War teilweise schon auch so richtig gut gemacht, dass du immer wieder irgendwie an die Orte zurückkommst, wo du schon mal warst. Ich liebe sowas.
Ohne Scheiß. Ich finde das richtig gutes Leveldesign einfach. So, was müssen wir jetzt da? Wir müssen mal an den Altar gehen, oder? Der ist doch da beim Duke oben irgendwo, oder? Ja, freilich fick dich. Also, wir jetzt hier in den Ocker reingehen, wo das andere Mistviech umeinander rennt. Ich glaube, ich hab's irgendwie so im Gefühl, dass in dem Dorf auch irgendwann noch irgendeine Psychoscheiße passiert. Das ist typisch für Risi, ja, definitiv. Das ist einfach, ich finde aber das wirklich, Leveldesign technisch ist das eine 11 von 10. Ich finde, wie gesagt, Spiele, wo du immer wieder, wo du quasi ein riesengroßes Areal hast, aber immer irgendwie zurückkommst, das finde ich richtig gut gemacht. Ich bin hoch erfreut, dich Ja. lebend wiederzusehen. Mackie-Sepp, kannst mir du Für dich auswählen? na, du kannst mir zeigen, du kannst meinen Stuff kaufen. Kauf meinen Scheiß bitte. Da, großer Kristall, Vivianit-Kovik, Gelbquarz-Kovik, kristalliner Schädel, den haben wir 4-mal gefunden. Perfekte kristalliner Schädel, weg mit dem Schund. Kristalliner Hammer, weg mit dem Schund. Googly Mostella ist nur wertvoll, kann man nicht kombinieren, der wir auch weg. Die Flügel brauchen wir nicht mehr, weil wir die Fischen nicht mehr finden können. Du kannst jetzt schauen wegen die Waffen. Guter Ein. Mr. Mike, Wie kommst du denn an so das war ein eine sehr Schmuckstück? gute Info. So, du bist jetzt die Wolfsband, das ist sowieso klar, dass du stärker bist. Die M1911 Pistolen hat eine Feuerkraft von 180. Okay. Die wird dann immer stärker. So, jetzt pass auf. Jetzt schauen wir mal. Ein gutes Geschäft. Das muss ich schon sagen. Du hast eine fucking Feuerkraft von 110. Was möchtest du eigentlich? Aber die kann man auch nicht aufwerten. Die Samurai Edge. Jetzt pass auf, kann man das Ding verkaufen? Die kann man sogar. Die kostet fucking 50, ja, dann die Sowas muss scheiße nenne ich sein. ein durchschlagendes Verkaufsargument. Ja, okay. Wenn wir schon dabei haben, dann kaufen wir quasi nichts, weil wir nichts mehr kaufen können. Ja, toll. Warum keine neue Waren? Neue Waren wo? Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. So. Dann bringen wir jetzt einmal die Flakons an einen Ort, wo es eigentlich ist. Ey, ich habe echt gemeint, dass der Heisenberg vorher kommt. Dann haben wir, das verstehe ich aber dann auch nicht, dann haben wir jetzt die 4 Flakons, für die wir da ja alles auf uns genommen haben und dann kommt aber der Name, ist eh wurscht. Ist eh wurscht. War ich da schon? Ich glaube schon, oder? Ja, haben wir schon mal angeschaut. Ach, weil dem sein Gebiet da hinten ist wahrscheinlich, oder? Es schaut noch Fabrik aus da hinten. So. Das Symbol sind vertraut aus, ja. Ja, und jetzt? Basi, du bist so ein Vollidiot. Der war ja weiter vorn. Hätten wir da schon einsetzen müssen, meine, oder? Ja, da vorne ist nämlich der Altar. Ich Blindgänger. Ja gut, mehr Meter umsonst rennen ist auch mehr gut, habe ich gehört. So, weil da ist, war man direkt, war man einfach direkt davor gestanden und haben einfach gekonnt vorbeigerannt. So. Machen wir der Tor so. Ja, beim Flashbacks kicken. Die fragt nicht nach, du magst das offensichtlich eigentlich eh nicht wissen. Aber wenn ich mir mal jetzt so überlege, was wir mir jetzt da alles erlebt haben, bis dass wir die 4 Dinger da gekriegt haben. Holy shit, da war viel los. Kelch des Giganten. Was? Heisenberg aufsuchen. Also wir nehmen jetzt einfach einmal okay, wir nehmen jetzt einfach einmal einen tonnenschweren Stein mit uns mit, einfach so nebenbei in der Hosentasche drin. Okay, ja, gut.
Wenn's sonst nichts ist. Ich hab schon wieder im Urin, dass da jetzt ein Gegner kommt, ich weiß es auch nicht. Was war das? Haha, das mag ich gar nicht wissen. Das mag ich, glaube ich, gar nicht wissen. So, da gehört jetzt dann wahrscheinlich die ein, oder? Ja, denken wir schon. Habe ich mir schon gedacht. Ja. Einfach einmal eine passgenaue Storbrücke aus dem Hut zaubert. Das ist schon gleich wie in Hogwarts. Ich fühle mich gerade tatsächlich ein bisschen sicher da in der Kabine da. Ja, wahrscheinlich springt mir jetzt gleich irgendwas von der Mauer aus, oh, keine Ahnung. Aha. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Na los, komm einfach über die Brücke. Und wenn's dein Maul hältst? Wie war's damit? Ah, der obligatorische Speicherpunkt vom Eskalieren, das ist zauberhaft. Sehr, sehr flauschig. Aber es schaut schon geil aus, also du kannst für nichts sagen, gell? Schön. Hat was. Da die Urlaub machen. Also, wenn die Umstände nicht werden. Oh, da, schaut schon, ja, da kann man es aushalten. Schöner Wasserfall. Ach, da hinten ist doch die Mörderbude gewesen, oder? Da ist doch der Wasserfall, da ist doch da hinten bestimmt das dumme Horrorheisel gewesen. Das weiß ich noch, da war nämlich ein riesen Wasserfall, das ist bestimmt da hinten. Ethan Winters, willkommen. Mhm. Donner und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Na, natürlich nicht. Was glaubst du, wer das glaubt, hä? Cowboy Charlie. Das, was der sagt, hört sich ja überhaupt... Nein, das hört sich nicht für dich. Das ist ein ganz flauschiger. Der meint's gerade gut, der möchte uns gerade ein paar Poliermittel verkaufen, wenn du mich fragst. Heisenbergsfabrik. Mhm. Aber das darfst du glauben, ich raub die, ich loot deine ganze Bude la, das ist mir scheißegal. Metro Gaming, merci für der Following, hab ich deri. So, ich muss mir jetzt in Lurk hauen. Nachgeschaut wird natürlich Ehrensache. Mrs. Wifey, vielen lieben Dank für deinen Lurk und viel Spaß weiterhin. Ja, Dankeschön für deinen Support. Metro Gaming, alles fit bei dir? Ja, da ist der Empfangspanzer, das hat auch noch nie geschaut. Mhm. Angenehm. Ich hab trotzdem keinen Bock mit da jetzt umgehen. Ja gut, bleibt mir halt auch nichts anderes zu, gell? Es ist nicht so, dass man es aussuchen kann. Oh, da ist was da. Ich hab's genau gewusst. Ich hab's genau gewusst, dass wir da was finden können. Ha, da ist der gute Betonmischer. Oder ist es ein Betonmischer? Nein, ist kein Betonmischer. So, ausgeräumt ist. Sehr gut, Motzog. Dann macht das jetzt dann auf alle Fälle. Jetzt gönnst du erst einmal eine saubere, gepflegte Duschen, gell? Damit ich auch nichts feiert. Und dann machst du es einmal sowas von bequem, gell? Machst du dann auch die eine oder andere Halbe auf. Oder Simme. Je nachdem, nach dem Gebrauch. Und dann wird das schon werden. Da gibt's Apps. Freunde, da herin gibt's Apps. Die Frage ist nur, wo. Einrichtung kaputt machen im Zweifelsfall, das hat noch nie geschaut. Da kann man nicht aufmachen, okay. Oder 15 bitte. Kostet 15 Ringer.
Ah, da ist selbst, da schon. Schießpulver. Ausgelootet. Sehr gut. Können wir mehr Moon herstellen? Können wir. Mehr Flintenmoon, auch mehr gut. Oh Gott, das erinnert mich. Wisst ihr, was mir das gerade erinnert? An das Wrack aus Resi Sim, da wo man am Schluss ist. Alter, ich hab gerade irgendwie voll die Flashbacks da dran. Buchzeilen langweilig. Mhm. Flüssige Chemikalien, okay. Ah, das war dann auch schon Ist-Drin, okay. Ja, gut. Da hängen irgendwelche Blaupausen dahinter. Was Oh ist Gott. das? Mia? Wahrheit tut weh, ne? Du Arschloch! Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeihen. Setz dich. Und der stellt den Stuhl schon genau an die Luken hin. Was soll das heißen? Dass es ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Alter, chill, der Knirschheim. Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die deutsche Staatsregierung. Was? Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu Ich sein. will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an. Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran. Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst. Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich. Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Na, mag ich ja nicht. Dich ein. Dein Grab. Oh Gott, was ist denn das jetzt? Ja, natürlich, jetzt muss ich wieder laufen, oder? Wo man schon fast denkt. Ah, gut, okay. Scheiß drauf. Ja, kann man, ja, freilich, warum denn ja nicht? Was war das für ein Ding? An das kann ich mich, an das jetzt, an das Gebäude kann ich mich so ein bisschen erinnern. Da meine ich, kommen jetzt dann die ersten Roboter-Viecher-Dinger da oben. Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen was ich nur weiß. Was ich allerdings nimmer weiß, ob man die Viecher mit Schuss bearbeiten kann. Ich gehe aber jetzt einfach mit davon aus, weil das war ja wohl lächerlich.
Ja, das sind die Treppen. Darin gibt's aber noch was. Irgendwas haben wir da. Wer, wo, wann, was, warum, los mich? Ach, Henke. Was habt ihr? Ein VR-Brain oder was? Kannst du sterben? Aber wenn er da so schnell einschießt, dann. Ja, sehr gut. Einfach einen Arsch einschießen, das hat schon geholfen. Oh, Flintenmund, das ist gut. Da gibt es immer noch Apps. Leute, müssen wir uns nochmal umschauen. Da haben wir noch irgendwas. Irgendwas gibt es da im Busch. Oder im Schrotthaufen, je nachdem. Müssen wir nochmal schauen. Da haben wir irgendwo was übersehen. Ach, da kann man. Ah, siehst du das? Jetzt haben wir es. Ja, Loot, den nehmen wir schon mit. Das, da lassen wir uns nicht lumpen. Freunde, Loot ist wichtig. Ich glaube, das klebt an der Decke. Nein, hab ich schon. Na gut. Ah, ja, natürlich. Der Lüftungsschacht ist uns in dem Spiel noch angegangen. Hallo? Nur mal kontrollhalber schauen, ob da Loot vorhanden ist. Heilige Scheiße. Ja, an das kann ich mich noch ein wenig erinnern jetzt tatsächlich. Aus der Fabrik entkommen. Das wird, glaube ich, nicht so einfach. Aber an die Szene da jetzt kann ich mich noch erinnern. Das habe ich noch gewusst. Da haben jetzt die ganzen Robotermenschen dran. Ja, ja. Aber die genaue Handlung in dem Ding weiß ich nicht mehr ganz so genau. Gerade die Gegnerarten weiß ich nur so ein bisschen. Gut, da haben wir es. Oh, du Schweinskampfkeibe! Schreib mich halt nicht! Suchst du nach etwas Bestimmtem? Naja, aber wenn du schon da bist. Oh, jetzt hat er wieder Reps da schon her. Da, das da zauberhaft. Mit 174.500 Leuten muss ich was auf 4 stellen lassen. Da. Aha. Schuss nehmen wir mit. Da hattest Rohrbomben nehmen wir mit. Minen nehmen wir mit. Was haben wir da noch? Halben V, 61 Kassel, Spezial für eine Pistole, vermindert den Rückstoß beträchtlich. Leuchtpunkt, Visier, Spezial für eine Oh, das ist, Freunde, das nehmen wir mir mit. Oh, das geht jetzt aber gerade nicht mehr aus. Scheiße. Ich vielleicht vorher schon sein. Ja gut, macht nix. Aber wir können noch kaufen, da schon her. Das ist ja Dietrich. Ja, toll. Die 3.500 Leute, die reißen sich jetzt auch nicht mehr aus. Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. So, was haben wir jetzt da? Spezial für Flinten, erhöht Feuerkraft und Feuerrate. Das hört sich zauberhaft an, das nehmen wir. Und das nehmen wir auch mit. Mit Wolfsbein ist nämlich dieser Upgrade und da müssen wir halt noch ein wenig warten. Die Pistolen, die wir haben, die funktionieren eigentlich eh schon ganz gut. So ist es ja jetzt nicht. Ja? Ach, da war der neue Flinten gewesen. Ich bin so ein Vollidiot! Da war der neue Flinten gewesen! F. Ich kriege jetzt für meine 100.000. Scheiße. Das geht sich nicht mehr aus.
Oh, Bazi, lest doch einfach mal vorher, bevor blindlings irgendetwas... Ja, es hilft jetzt eh nicht. Das hilft jetzt eh nicht, mir wird man wahrscheinlich... Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ich verkaufe aber jetzt mit Sicherheit nicht mein Flinken, weil wir nicht auf die Werte kommen. Ich hab vorher gerade schon gesehen, die macht Grundschaden 1160, die ist fucking OP. Auf Wiedersehen. Price, habe ich die Ehre. Ja, es hilft jetzt eh nicht. Wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben. Was ist jetzt das da? B4, B3, B1, aha. Wir müssen mal quasi, ich sag schon, ich glaube, wir müssen den Aufzug da aktivieren. Irgendwie sowas ist da gewesen, meine. Wie kommt da eigentlich ein Fluss in die Fabrik rein? Das frage ich mich. Na gut, das hilft jetzt eh nicht. Arbeiten wir mit dem, was wir haben. Mhm. Der grunzt schon wieder immer so saublöd. Nein, sowas haben wir nicht. Wir haben ein Waschbecken. Da gibt's Seps. Ein schieres Pulver. Ja, das ist ja schon alles, was wir haben. Da, der wir wieder Flintenmoon herstellen, Freunde der Sonne. Flintenmoon ist wichtig. Bis dahin Schuss haben wir nur. Was ist jetzt das da? Eine Art Steuereinheit sieht leicht zerstörbar. Boah, da klar das. Na, immerhin. Ja, gut, Seele. Marschall, grüß dich. Hallo, wie geht's euch? Zauberhaft, also. Nee, die Frage nicht. Steht, dass du einer schaust, ist alles gut bei dir. Ja, ja. Ich war zwecks der Inventur da mochte ich dir zu. Da gibt's auf jeden Fall wieder Apps. Du bist miert, oh je. Ja, dann lehn dich zurück, leg dich auf die Couch und genieß die Show. Und wenn du einschlafst, dann habe ich alles richtig gemacht, glaube ich, denke ich. Ja, in der Bude gibt's... Achso, da geht's über... Okay, da geht's über 2 Stück, habe ich schon gesehen. Was ist das da? Scheint nicht genügend Strom drauf zu sein. Ja, toll. Das ist schon wieder zauberhaft. Nichts funktioniert in dem Softlohn. Super. Einmalig. Na, also ich kann der Bio-Wing hellhörig, gell? Das gefällt mir gar nicht. Irgendwer ist da gerade mit einem Aufzug gekommen. Ich glaube, ich mag aber nicht wissen, wer. War halt auch klar, dass... Was hast du eigentlich, ein Zahnradhackel oder was? Bist du jetzt zu blöd, dass die dir einer gehst, oder was? Das sind schon komische Angestellte da in der Bude. Kommt der Nächste daher, bevor er mich schleicht, jetzt kommt der Nächste daher mit Controller oben dran. Ja, okay, ich drehe ja meinen Controller schon um 4 nach, passt. So. Das letzte Mal habe ich 2 Gegner damit killen können, ja. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie... Warte mal, ich mag aber da... Also mit umdrehenden Controller spielen, das ist schon gar nicht einmal so ohne, gell? Sabi, habe ich die Ehre. Nein, Kanalpunkte-Belohnungen. Ja, ja, schau dir mal in Ruhe um, was da zum Entdecken gibt. Ja, immer allzu viel Neues gibt es jetzt nicht, aber schon einschneidende Sachen. Weil ich muss halt da mal vorankommen, das ist halt das Nächste.
Jackie, danke für dein Following. Grüß dich. Alles fit bei dir? Mike, geh halt. That booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Und der Alert der ERFA nicht fehlen. Sich vor Ja, Lachen auf dem Boden wälzen. Ja, der vor allem bei dir darf das nicht fehlen, gell? Der gefällt dir so stark, dass den... Was brauche ich denn da jetzt eigentlich? Ich verstehe die Frage nicht. Eine Gießanlage, aber ohne Cookiller ist sie nutzen. Ach so, da brauchen wir Cookiller. Ja, gut, okay. Ja, wir müssen jetzt entweder die Tiro rein oder die Treppen auf. Jackie, alles gut bei dir? Hallöchen, habe gehört, die Yassi empfiehlt diesen Stream. Oh, Yassi, hast du da schon wieder Werbung gemacht für mich? Von der anderen Seite verschlossen. Ja, das war halt auch so klar, oder? Ich tue mein Bestes, euch zu unterhalten. Sagen wir es mal so. Mei, ey, das ist voll echt. Ohne Scheiß. Das ist voll gar nicht. Was für dicke Steine! Haben auch den noch XD. Option, danke. Ja, den gibt's auch noch. So. Da, ich hab jetzt den Weg einmal da, Alter, mit umdran. Alter, Bazi, was hast du denn da dabei gedacht? Wie kannst du so eine dumme Belohnung machen? Da ist einer. Ich seh ihn. Jetzt wird's interessant, ob wir den umgeschossen kriegen. Haben wir leider noch Minuten, das hilft nicht. Boah, lecke mit. Na, zurück soll es. Aua. Gar nicht so leicht. Ja, genau, jetzt ist es mir zurück. Das ist ja gut, das ist eine zauberhafte Sache. Das ist eine ganz zauberhafte Sache, wenn es da zurückgeht. Dir ist es gut, das gefreut mich, Jackie. Schön, dass du hergefunden hast. Und Marshall, danke für die Werbung, abgesehen davon. Sabi, bei dir auch, ist sie gut? Hey, geh halt um die See, komm ich, sag einmal. Ah, 8-8, sehr gut. So, jetzt habe ich meinen Controller wieder richtiges Krampen. Hilft der Handschuhe. Es wird gleich deutlich leichter, wenn man den Controller richtig rumnehmen kann. So, da wird wieder Flintenmoon hergestellt. Schonungslos Flintenmoon herstellen. So, da gibt es jetzt auf alle Fälle noch was. Da müssen wir auf alle Fälle jetzt einmal das Looten anfangen, weil irgendwo haben wir da was übersehen. Village fand ich auch echt super. Wie gefällt es dir bis jetzt? Eine 11 von 10. Absolut. Also, ich finde, das ist ein perfekter Mix aus Horror, aus Action, aus Rätseln, ja, einfach ein Mix aus allem. Ich finde es bisher wirklich, wirklich gut. Muss ich echt sagen. Also, bisher überzeugt von dem Spiel. Was ist denn das? Brauchen wir auch wieder irgendwas. Sieht aus, als könnte man hier etwas einsetzen. Ja, mir wird man das finden müssen wahrscheinlich. Da haben wir auch noch etwas. Nicht dafür, doch, genau deswegen dafür. So. Das nenne ich Geschmack. Ja, ich hab bisher alle Resi-Teile gespielt. Ein 5 und ein 6er vergessen wir jetzt an der Stelle lieber mal ganz schnell, weil die waren ultra grottig. Aber die anderen Teile kann ich eigentlich jedem empfehlen, wer es noch nicht durch hat. So, jetzt ist halt die Frage. Da gibt es halt immer noch irgendetwas. So, da geht's nicht weiter, okay. Da hat einer einen Motorsack. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu jemandem gehen möchte, wo ein Motorsag in der Hand hat. Ja, jetzt ist halt die Frage. Da, auf alle... Moment einmal, da kann irgendwas aus der Deck blitzen, oder? Ist das im Bereich des Möglichen? Oder gehört noch das... Ah ja, das gehört halt wahrscheinlich noch mit dazu da drin. Das ist halt das nächste. Und das da hinten ist wahrscheinlich rot, weil es da... auch noch irgendeine Interaktion gibt, oder? Edward mit den Scheren hinten. Ja, ich möchte nicht in seine Fänge geraten. Ah, da schon her. Ja, bin kein Doktor nicht, aber ich glaube, da fahre ich jetzt weiter. Du fragst. Oder kann man das umdrehen? Warte mal, da müssen wir mal schauen. Da steht bestimmt nichts drauf. Okay, ja gut. Okay, ich weiß jetzt nicht, inwiefern, ob
ob jetzt die zwei Interaktionsdinger da noch dazu sein, dass man da was finden kann. Ach, weil da ja auch noch ein Raum ist. Ja, ja, okay, dann gehört da wahrscheinlich das noch zum Looten da dazu. Okay, dann weiß ich da Bescheid. Alles klar. Heisenberg finde ich ja am coolsten und die Toll Lady natürlich. Lady Dimitrescu, ja, die hat schlagfertige Argumente gehabt, wenn du mich fragst. So, was ist jetzt mit dir? Ja, ich sehe, glaube wenn ich jetzt da um sie gehe, dann kommt der andere daher, oder? Kannst dann Blame verzeihen, dass der nicht aufsteht. Ach, sei hey, Alter, ohne Witze, du machst mich narrisch. Für Lady Dimitrescu. Zwecks die Deppatz gewesen. Ja, er ist vom Beruf Nosenbohrer, wenn du mich fragst. Und der bohrt wahrscheinlich bei mir jetzt dann auch gleich rum. Was? Till Lindemann, bleib sitzen, okay? Bleib cool. Ja, der bleibt halt nicht cool, das ist jetzt das Nächste. Ja, wenn ich jetzt da reingehe, dann dreht er sich um 100%. Oder wenn ich die Kisten abmache. Relief-Kukile, achso, das. Das ist mein Zahnarzt. Das meine ich ist kein Zahnarzt nicht mehr, das ist schon ein wenig mehr. Ich meine, da trifft's der Fotzenspangler ganz. Ja, das war so klar. Ja, ich renn dann mal, weil... Oh, leck, ist der flink, bist du behindert. Ah, da schert doch der Leichter in der Mitte. Aha, seine Schwachstelle ist da in der Mitte drin. Verstehe die Frage schon. Haha! Oh, leg den zerreißt so, bist du behindert. Kristallines Herz, her damit! Ja, okay, bye. Nicht, dass ich so frisch gespeist mit Leberkäse und Erdäpfelpüree, jetzt bin ich ab. Ich hoffe, es hat geschmeckt, Mr. Price. Ich hoffe, es hat Ihnen gemundet. So, das ist gelootet. Los mir raten, wenn ich jetzt da hinten das Ding einsetze. Wenn jetzt da hinten das Ding einsetze, gehen die Tiere auf und dann kann ich weiter looten. Habe ich recht? Ich glaube, ich habe recht. So. Da. Passt. Ah, die gehört da einer. Entschuldigung, ich bin einfach ein Vollidiot. Die gehört da einer. Ja, und jetzt? Ja, mal duschen. Duschen schaut überhaupt nicht. Das ist eine zauberhafte Sache. Danke. Ein Pferderelief. Aha. Prof, habe ich dir. Alles fit bei dir. So, das Pferderelief kennt jetzt da einer wahrscheinlich, oder? Ja, aber... Hä? Wir kommen jetzt noch heute die Tiere da rein? Von der anderen Seite verschlossen, ja, das ist mir jetzt schon bewusst, dass die von der anderen Seite verschlossen ist, aber da muss da irgendwie... Ich verstehe die Frage nicht. Da draußen gibt es scheinbar auch noch irgendetwas. Tut mir mal leid. Tut mir leid, ich bin lootgeil, das hilft alles nichts. Ah, da schau her, da siehst du, wie könnte... Ah, siehst du, Blau, mehr Blau ist mir gut, ist ein guter Zustand, habe ich gehört. So, aber wie kriege ich... Da ist ein Schalter und da ist ein Schalter. Beziehungsweise das ist die Gearsanlage, die wo wir schon... Bisher ganz gut. Also, ich scheine heute relativ gut in Form zum Zau, was Aiming angeht. Also, so viele Schuss verballert wie in den letzten Streams habe ich tatsächlich noch nicht. Aber, wir haben ja gerade den fucking OG der Nasenbohrer hops genommen. Ach, da kann man aufmachen. Ja, toll.
Das kann ich nicht verwenden. Ah, da brauchen wir einen Dieterich, da schau her. Aber sonst eigentlich ganz gut bisher. Gelbquarz. Aha, und schon wird das auch blau, da siehst du das da. Dann haben wir jetzt das alles, dann reden wir jetzt eigentlich nur noch davon, was da ist. Lootgeil wegen den Souls. Genau. Da kommt der Souls-Spieler-Monk durch, ja? Da musst du einfach looten, das hilft alles nichts. Ja, die modifizierten Zombies. Ja, wir haben ja halt, wie gesagt, gerade den fucking OG der Nasenbohrer-Vereinigung umgeschossen. Das hat relativ gut funktioniert. Ja, da ist der nächste, das ist der Anhänger. Die haben VR-Brenn auf, ja. Da ich schießt der Knirscheibe rein. Sagst du, das hilft dabei. Aha. Ja, mit Sicherheitspumpgun aus, damit auch nichts passiert. Oh mein Gott, was ist denn das? Also jetzt hätte ich schon gemeint, das ist irgendein Viech. So. Aha, da müssen wir also wieder irgendetwas finden. Ich mag aber nicht. Ja, das ist ein zauberhafter Monk, der, wenn du immer alles sammeln möchtest. Oh Gott, ich hätte da vielleicht dreimal überlegen sollen, bevor er mit runterfallen lässt. Hilft ja nicht! Ja, vorher loot ich da, die Zeit habe ich. Scheiß auf Geld. Steinigt mich bitte nicht, aber Skyrim habe ich tatsächlich nie gespielt. Das war irgendwie nicht meins, ich weiß es auch nicht. Also muss ich jetzt da aufpassen, der war... Der Ernst. Oh, jetzt duckt er sich weg, die Saude. Ja gut, okay, den einen, den erwischen wir auch noch irgendwie. Da ist noch einer. Okay, da haben mehrere, ne? Wie, du stehst noch? Leg dich hin. Nee, der haben einer. Bist du jetzt da noch? Der geht da rein. Ah, da hinten ist er. Ah, ich seh durch den Dampf nichts. Was hat er für ein Problem? Wenn ich jetzt ein wenig überlegt hätte, dann hätte man die Dinger bestimmt anlocken können, dass die in die komischen Dinger da durchrennen, dann kriegen die mit Sicherheit da auch Schaden. Auf das hätte ich vielleicht spekulieren sollen, aber gut. Macht jetzt nichts, haben wir ja nicht allzu viel Mumm braucht. Ach, das ist, achso, Entschuldigung, ja, das hätte mir jetzt, ja, okay, das habe ich spät gelesen. Ich habe mir aber schon jetzt gerade noch gedacht, dass wir die da vielleicht irgendwie hätten einlocken können. Rostige Reste, können wir Moon herstellen? Sehr gut. Mehr Flintenmoon ist mehr gut, habe ich gehört. Ja, und sonst so. Von der anderen Seite. Warum ist eigentlich immer jede scheiß fucking Tier immer von der anderen Seite zugesperrt? Ich verstehe das nicht. Was ist da drin? Schaut aus, wie wenn der Schießbull verklagert wäre.
Ja, okay, gut. Wird nicht. So, jede Wette, dass mindestens einer von eng aus der Mauer rausgestopft kommt. 100%. Bleib ja da stehen, weil ich schieß da so als Pipperlein nicht erst schreist, ich sag das. Wie ein Mädel. Ich schwör's dir bei Gott. Weil für die geht genau das gleiche. Die schieße ich sogar noch Knirscheibe, wenn es sein muss. Ich mag da nicht sein. Bleibt's ja da drin. So. Ach, jetzt sind wir wieder da. Ja, okay, aber mich triggert das. Da gibt's immer noch irgendwas zum Finden. Werden wir mal am Boden dahin geräuchern. Ja. Was gibt's jetzt da noch, ist die Frage. Ich verstehe es nicht. An der Decken, ja. Wahrscheinlich irgendwo an der Decken. Die Suche ist nervend gewesen. Ist das in dem Raum? Sagen wir es mal ja so. Noch nicht. Ach, das kommt, also kommt, das darfst du mir jetzt sagen, kommt das noch oder, also kriege ich den Loot da erst später oder ist der jetzt auch schon findbar? Und wenn ja, muss ich das in dem Raum suchen oder ist das da vorne im Gang? Ja, zu was, dass das später kommt, oder was? Weil es geht ja gerade darum, dass wir nicht zu viel Zeit verscheißen, weißt du schon? Gibt später. Okay, alles klar, dann der wir weiter. Dann der wir weiter. Das schaut mir an, wie wenn man die Mauer da mit Hilfe einer Explosion von einer Rohrbombe eventuell kriminell kaputt machen kann. Freunde, Ursachenforschung nennt man sowas, ja? Blendmoon ist gut. Oh, was haben wir denn da? Mechanisches Teil Zylinder. Was ist jetzt das? Das ist auf alle Fälle kombinierbar und ist ein Schatz. Okay. Oder da? Reservegenerator, okay. Da brauchen wir quasi sowas ähnliches wie eine Kurve. Bauen wir Loot. Ist da immun? Ja, gut, das schaut uns nicht. Sonst gibt's da jetzt dabei. Wichse, oder wie sage ich das da? Oh Gott, was ist. Ja, der fällt halt auch irgendwann runter, das kannst du auch denken. Ja, Just-in-Time-Produktion, da ich sagen. Heisenbergs Bereich ist so verdammt riesig. Ich denke mal, Feigrot, das ist voll ziemlich groß gestreckt bisher. So, da geht's wahrscheinlich. Okay, da auf wie zu geht's weiter. Das heißt, wir schauen uns da noch ein bisschen um, weil da muss ja noch irgendwo. Muss ja da tatsächlich nur ein bisschen der Loot liegen. Da siehst du es da, sag ich doch. Eine Mine, okay. Hier ist Pulver. Perfekt, das war alles. Da hinten ist ein. Da ist ein Kisten. Aber wie man da hinkommt, weiß ich jetzt nicht. Geht's wahrscheinlich außenrum dann. Oder auch nicht. So einfach, wenn man Tieren aufbrechen kann. Okay, naja, Abschnitt. Da haben wir einen Zettel.
Mechanischer Soldat, Modellsoldat, Version 1.00. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herzentfernung, Kadu eingepflanzt, Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Hirn tot, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert, danach Stillstand. Jetzt ist so noch den einen oder anderen Politiker. Was? Ja. Mechanischer Soldat, Modellsoldat, Version 1.0.1. 01. Kopfstück an Schädel angebracht, Elektroden melden stabile Gehirnströme, Experiment 1, Kampf gegen Lycans, wurde nach 3 Minuten Demontierung gefressen. Schlecht. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Mechanischer Soldat, Version 1.10, habe Unterarm mit Bohrer ersetzt, Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend, mit lebenden Körperversuchen. Aha, das ist jetzt der General, das ist quasi die Beschreibung zum Nosenbohrervorstand, okay. Der Soldat 1.15, Katu-Reaktor in Brust implantiert, deutlich verbesserter Output. Experiment 2, Kampf gegen Lycans, innerhalb einer Minute 3 Lycans zerstört. Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors, könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt Funktionen einstellen. Aha. Ja, trotzdem haben wir einen Hopsnummer, so ist es jetzt auch nicht. Zahnradkuckele. Ja, nimmer. Da wird man schon hinfinden, wo man die Eier sitzen muss. Oder eine Form zum Gießen von Zahnrädern. Aha. Ja, die müssen wir dann da oben wahrscheinlich einsitzen. Logischerweise. Denken wir. So, entriegeln. Wo haben wir jetzt? Ach, jetzt können wir da hinten wieder raus, oder was? Na ja, gut, dann. Achso, und jetzt müssen wir... Ach, ja, okay, verstehe schon. Jetzt müssen wir wieder zurück in die Gießerei. Ja, gut, okay. Dann müssen wir mir wieder zurück. Werden jetzt dann wahrscheinlich auch gleich wieder irgendwelche Gegner daherkommen. Aua. Ja, Heilung kann man uns auch mal ein wenig herstellen. Weißt, vor allem, dem wächst alles nach, aber für seine 2 Finger gelangt's nicht. Da hätte ich halt jetzt auch wirklich alles verwettet, dass da noch ein Gegner kommt. Wird das. Ja, okay, und wie komme ich da jetzt wieder... Ah. Lol, wie komme ich jetzt wieder da? Jetzt so, was sonst mal gerannt, oder was? Okay, der Weg war umsonst. Müssen wir schauen, dann müssen wir irgendwie anders zurückkommen. Ja, es war klar, dass immer noch einer aufsteht. Aushalten tut er nicht wenig. Aushalten tut der nicht wenig. Hier fehlt ein Zahnrad, ja toll. Okay, ich stehe jetzt irgendwie gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich glaube auch, dass man fast mit der Pistole da genauso hantieren kann. Ja gut, okay, alles schön und gut. Da gibt es nicht abgesehen davon.
Ah ja. Was haben wir jetzt? Scheiße, jetzt hab ich was habe ich jetzt gerade gefunden? Ihr habt nicht aufgepasst. Schmiedeeisen. Nein, das ist ja nicht gut. Schießpulver, okay. Ja, die Karten, okay. Das habe ich schon gesehen. Ich habe nur nicht gesehen, was da gelegen ist. Ja, das Ding ist... Hä? Ich check gerade nicht, wie... Mit dem wie... Ja, okay, Orientierungssinn und so weiter. So, eine mit Sonnenradl. Ich hab dezent die Tiere übersehen. Großes Zahnrad, ja gut. Kaufst du große Zahnrad? So, wo haben wir jetzt das einsetzen müssen? Da hinter vorne, oder? Am Schalter. Na, Schmarrn, Quatsch, das haben wir da vorne gebraucht. Moment. Das haben wir. Das haben wir da hinten braucht. Ah, jetzt wird sie am Laufen. Da schon her. Jetzt ist alles, was zu war, ist jetzt auf und alles, was auf war, ist jetzt zu. Also geht das richtig. Offensichtlich. Oh, Ethan. Du enttäuschst mich. Alarm! Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Wirklich enttäuscht. Na, das bist du doch nicht so effektiv. Sie hat mich, uns, zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr dienen. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Mal, wie viele Nosenbohrer gibt's denn vorhin? Ich bin nicht meine Geschwister. Voll dumm, wie so ein Nosser sagt. Weg von der Schlampe! Wer ist ein Schlampen? Ich verstehe die Frage nicht. Macht. So viel wie nötig ist. Sie zu Scharfschützenmund? vernichten. Stimmt, die haben wir auch noch. Party! Ich weiß nicht, ob ich auf die... Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Rudi? Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Krankes Arschloch. Dann muss ich jetzt eher hin. Ah, der ist gescheit, der geht stiften. Scharfschützen nun, okay. Ah, dahin kommt er wieder, oder? Ja, er kommt wieder. Was die kann er dann da? Ich hoffe jetzt einmal schwer, dass er kommt. Wenn nicht, muss ich ihn anlocken. Was ist denn der Kasperl? Wo ist er denn jetzt? Hallo? Da bin ich. Ja, für so ein feiner... Ja, jetzt hat mir's recht. Da gehst du mal mit mir. Ja,
So. Sounds like a plan. Schauen wir mal. Aha. Ja gut, Kohle ist jetzt eher unrelevant für mich. Da war ja mal zumindest. Da hinten ist er vor. Ja, der wird auch lebendig, das ist. War klar. Tut weh, hä? Wollte ich gerade sagen, fallst du jetzt dann bitte einmal um. Dankeschön. Das rote Zeichen reicht glaube ich am recht. Das reicht glaube ich am recht fein. Ja, genau. Ja, das ist halt bei Resi oft auch so typische Sache, irgendwie so Dinger, so Körperteile, die wohl leicht deuten, meistens auf einen Schwachpunkt hin. Explosivgeschoss, das ist sauerhaft, das nehmen wir. Dann haben wir da eigentlich alles gelootet. Wenn wir nur noch mal nach unten schauen, ob es da auch noch irgendwas gibt, weil ich glaube, da ist nämlich der Bereich noch rot. Ja, genau so ist es nämlich. Lenkgeschoss. Ja, Scharfschützenmund, das nehmen wir natürlich auch gern mit. Da haben wir noch was herin. Irgendwo. Ist nur die Frage, wo? Ja, habe ich schon versucht, aber das hat nicht geholfen. Also zumindest war es vorher so. Ja, Moment einmal, da muss es aber noch irgendwas geben. Neben der Tier. Ah ja. So, da haben wir noch irgendetwas. Wahrscheinlich da drin, oder? Ja, Schießpulver, das schaut mir schon mal gut an. Sehr gut, jetzt haben wir es. Mine. Ist auf jeden Fall auch noch irgendetwas. Da kommt wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder so ein Nosenbohrer-Typ. Da drin ist auf jeden Fall Loot. Einfach mal die teurige VR-Bremse vom Kopf überschießen. Das ist eine schöne Sache. Schieß mir auf das Rote. Was für ein Rot? Was meinst du? Was für ein Rot? Das da oder was? Da unten? Meinst du das? Ja, und dann geht's Licht aus, oder?
Ja, und jetzt? Was bringt jetzt das? Ach, da kann man die Gegner wahrscheinlich, ist das... Ah, ja, okay. Kann man quasi ein bisschen für Schocktherapie sagen. Okay, verstehe die Frage schon. Ja, da. Okay. Aber die Gebiete sind schon weitläufig, also leck mich am Arsch. So, jemand, du meinst das Rote bei dir, ich hab jetzt gemeint, du meinst das Rote an die Tieren und man das mit dem Messer machen kann, weißt du schon? Das hab ich gemeint, dass du das meinst. Aber dann hab ich's falsch gemeint. Dass du was anderes meinst. Verstehst du, was ich meine? Da haben wir keinen, glaube ich, oder? Beziehungsweise, da wird's weitergehen. Ich will den Loot haben. Wo auch immer er sich befindet, aber... Ah. Da ist ein Schrank, da schaut so noch Loot aus. Das an die Tieren geht auch mit dem Messer. Okay. Gut, da haben wir rausgekommen. Da drin gab es nur Loot, da komme ich aber jetzt aber gerade nicht hin. Beziehungsweise, Moment. Wo waren da die Treppen jetzt? Oder? Ah, du bist jetzt der Doppelbohrer-Sepp, oder was? Okay, er ist hier. Er ist hier. Okay. Ja, da haben wir jetzt tatsächlich keine Schwachstellen, Nico. Also Minen und Rohrpumpen sind scheinbar echt empfehlenswert. Okay. Geht tatsächlich. Ja, aber hä, wo ist denn dann da der Leute, das ist mein innerer Monk, da kann man nicht helfen, da komme ich nicht aus meiner Haut. Ich mag wissen, was da noch für ein Loot gibt. So, da gibt's ja offensichtlich noch irgendwo was. Da drüben nämlich. Da drüben in der Kiste da drin. Aber wie komme ich da ein? Noch nicht. Aha, dann heben wir es uns halt für später auf. So, wir sollten noch mal ein wenig mehr Aufmerksamkeit unserem Scharfschützengewehr widmen, ja. Immer diese Sorge, ja, das hilft alles nichts, Mr. Gutzufuß. Das ist halt der innere Drang. Ja, du mal den Aufzug, aber das wird dann schon passen. Aber ich schaue trotzdem erst mal außen rum.
Das erinnert mich auch gerade an die Stelle vom Resi Sim, wo dann das erste Mal, wo du das erste Mal gegen den Baker kämpfst. Da wo du mit der Motorsauger reinwerkst. Ist ungefähr fast die gleiche Kulisse. Das ist auch oben rum so gegangen. Ach, da kommt man. Ah ja. Ja, nicht. Moment, haben wir da nicht etwas. Okay, wir haben da noch was gefunden gerade. Wieder nein. Alter, wie viele Bereiche das in den Abschnitt gibt. Wahnsinn. Ah. Aber Flintenmund, das ist gut, die können wir auch brauchen. Da steht jetzt aber auch ziemlich greiselig da drin. Schon wieder so ein doppelbohrer Mensch. Warte mal, der ist eine Schwachstelle hinterm Bugel. Aha, du Arschgeburt, du hast deine Schwachstelle hinterm Bugel. Ah ja. Ah ja. Der ist quasi seitenverkehrt. Boah, leck, was ist denn das? Alter! Alter, bist du komplett bescheuert. Oh, leck, da kommt da einer, oder was? Boah, Alter, hat mich der jetzt geschreckt, bist du bescheuert. Ah, da drin hätte es Loot gegeben. Aber kommt der da noch mal raus? Ich glaube, dass er da nicht durchkommt. Ja, okay. Alter. Der hat mich erwischt. Ich war jetzt... Weil er halt auf die ganzen Robotergegner eingestellt ist und auf einmal kommt er mit seinem Prompellerkopf daher. Was haben wir jetzt da? Ja, okay, da geht's jetzt erstmal nicht weiter. Wir haben jetzt irgendwie wieder eine Ausgangsposition, kann das sein? Ja, okay.
Na, Schmarrn, wir haben ja vorher da unten irgendwo gewesen. Liegt noch einiges vor mir. Ja, den Eindruck habe ich auch. Nur mit Sicherheitslohn, ob es nicht Loot gibt. Okay. Scharfschützenmund, irgendwo sagt man, dass wir mehr auf Scharfschützenmund setzen sollten. Aha, da In gibt's ja. Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ja, das habe ich auch gespannt. Ich muss sie vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Ich höre schon wieder irgendetwas und das gefällt mir nicht. Ja, ist ja nicht so, dass man die nicht von 3 Kilometer Weiden schon hört. Du bist da nicht der Heller, oder? Ja, nimmer. Rohrbomben. Ja, gut, Bomben nehmen wir, das ist immer gut. Mehr Bomben haben mehr gut. Haben wir ja gelernt, dass die was bringen. Aber jetzt möchte ich da trotzdem noch mal schauen. Nur vorsichtshalber. Ja, okay. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Um einen weltbekannten Politiker zu zitieren, man bringe mir den Spritzwein. Nummer 10. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. So ein Off. Danke dir. Ja, von da ist halt der Schuss gekommen, du Vollblindgänger. Oh, er hat mir, ja, der Charlie Brown hat es auch mal gespannt. Ja, die habe ich jetzt ausnahmsweise nicht können sehen. Tut ihm aber nichts. Wenigstens droppen die jetzt mal so ein bisschen was. Die Triche, okay. Da fehlt noch was, da liegt was. Da fehlt immer noch was. Ah, da geht schon wieder so ein dunkler Gang durch. Das, wieder umladen. Dann ist in dem Gang da hinten wahrscheinlich noch irgendwo Apps. Müssen wir nochmal umdrehen, das hilft jetzt nichts. Ah, siehst du es da? Sehr gut. Die Loot-Spirale ist am Start, Freunde der Sonne. Schaut doch schon mal ganz gut aus. Ja, und jetzt eine Lüftungsschacht, weil sie wurscht ist, oder? Ostaum hätten sie auch mal können. So. Irgendwie mag ich da jetzt nicht, aber ich weiß auch nicht. Du tun mit den Rohrbomben her.
Okay, da können wir quasi Kohle scheffeln mit dem Ding. Irgendwie, Leute, ich sag's ja jetzt präzise, es war mir nicht schlecht, wenn er mal einen Speicherpunkt oder sowas kam. Okay. Da hinten gibt's Loot. Erst einmal Loot holen, Freunde. Das ist Gebot der Stunde. Scharfschützenmund. Wir finden so viel Scharfschützenmund, dass eigentlich schon lächerlich ist, dass uns das mit... Ach du Scheiße, geht's du weiter. Bist du bescheuert? Ja gut, okay. Ja, da springen wir nicht runter. Geht glaube ich nicht gut aus für uns. Was bitte? Ach so, jetzt haben schon Jet... Ja toll, jetzt haben schon Jetpacks. Jetzt die werden aber fortschrittlichere offen. Ja, du mal den absoluten Meinungsverstärker her. Ich möchte mal schauen, wo der seine Schwachstelle hat. Ich hab schon gesehen. Ah, vorne auf der Brust, das ist zumindest schon mal nicht schlecht. Ja, 14 in der Nummer. Ui, der wird aber schnell. Der hält bei ganz schön viel aus, du. Berichtigung, er hat voll ausgehalten. Alter Falter. Ja, jetzt haben wir gut Schuss braucht auf jeden Fall. Dann ist da fucking Gate drin. Möchtest du verarschen oder was? Ja, wir haben es relativ gut umgebracht, sagen wir es so.
Irgendwie ist das schon komisch, wenn man nicht mehr sofort... Was, wenn man nicht sofort wieder trocken ist? Ja, ich meine, hast du dezent kurz wieder gehabt, meine ich. Das Schießspiel war ja, dass wir craften können, nicht offensichtlich, oder? Ist da noch irgendetwas? Ah, da, von da haben wir gekommen, okay. Nevermind. Von da sind wir ja gekommen. Da gibt's auch nichts mehr. Da auch nicht. Das haben wir gelootet. 40 Grad bei 0%. Ach du Scheiße, Mann. 40 Grad. Ja, das ist auf so einem Festival dann natürlich auch nicht mehr allzu angenehm. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass ihr einfach Spaß gehabt habt. Und davon gehe ich jetzt einfach einmal aus. Da war der Lord dann drin, okay? Ich hoffe jetzt, dass da nicht nur mit zwei so vier kommen, weil dann wird es mir ein wenig eng. Ist ja witzlos, dass man dann da Geld kriegt. Ich muss es irgendwie anhalten. Achso, da kommt man jetzt... Da können wir jetzt gar nicht... Aha. Da kommen wir jetzt gar nicht durch. Ah, wait a minute. Ah ja, das macht Sinn. Ja, also mal dezent Horslaufen lassen, den Wumms. Bleibt natürlich genau so stehen, gell, damit man da schön drüber gehen kann. Ist auch wieder Geld drin. Ah, da ist wenigstens Flintenbohnen drin. Sehr gut. Ja gut. Nice. Thema gut voran. Zwar nicht elegant, aber doch wuchtig. Aha, da haben wir die Karten dann. So. Chemikalie, ja gut, das ist ein bisschen Heilung, das schaut uns nie. Nächstes. Modellverbesserung, Modell Soldat-Jet. Ja, haben wir schon die Bekanntschaft gemacht. Habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeiten. Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Modellverbesserung, Modell Soldat Panzer. Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumlegierung an ein Soldatmodell angebracht, um Brustreaktor und freilegendes Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er gut regulären Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Aha, das ist also quasi schon... Ach, das ist eh eher, oder was? Ja, das haben wir deswegen gut, dass wir mir vorher auf den Trichter gekommen haben, dass man halt Rohrbomben und Minen nutzen kann. So, das kann man schirmen, sehe ich von da. So, die Frage ist... Damit so geht es halt wahrscheinlich weiter, oder? Lüftungskanal. Ja, jetzt ist halt die Frage, was... Jetzt gehen wir einfach mal da auf, das sehen wir dann schon. Gehen wir mal da auf, dann sehen wir es schon. Ich glaube aber fast, dass da oben geht's weiter. Bin mir eigentlich fast sicher. Schauen wir erst einmal da unten. Wie gesagt, ich war jetzt sehr verbunden, wenn es da mal einen Speicherpunkt gab irgendwo.
Haben wir doch schon ein wenig unterwegs jetzt. Kugelkokille, okay. Pistolenmund, ja, das schaut da nicht. Das nehmen wir natürlich auch sehr gern mit. Sehr klar. Schießpulver. Ah, das passt ja dann schon. Sehr gut. Da müssen wir aber eigentlich nochmal in die Schmiede zurückkommen, wenn wir wieder die ganzen Schmiedekokillen finden, oder nicht? Oder bin ich da auf dem Holzweg? Oha! Mach mir hilft das Kartoffel immer weiter. Ups. Shit, das war knapp. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Ob das meine Haftpflicht übernimmt, ich weiß es nicht. So, auf alle Fälle gibt's da Loot. Aber nicht da unten. War nicht der einzige. Okay. Gibt's noch mehr irgendwo Apps? Oh, muss ich da jetzt echt... Den hast. Haben wir immer noch Apps? Ah, jetzt haben wir es. Okay, nice. Ja gut, und jetzt? Was ist jetzt Phase? Was muss ich machen? Ah, da ist irgendwo ein Lord dann. Da ist irgendwo eine Leiter. Beziehungsweise ein Rohr, okay. Das tut auch kein Normalsterblicher freiwillig. Also man kann, okay. Okay. Das war dann auch schon alles. Gut, nice. So, fahren wir auf zu. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Ja. Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose' Hilfe kann ich Miranda töten. Ja, vor allem du, oder? Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du willst Rose? Versuch's doch. Schlüsselkugel. Wie viele Kokillen gibt's denn da in der Bude? Das ist ja Wahnsinn. Pistolenmund, ja, okay. Da ist Flintenmund drin. Nice, das nehmen wir. Oh, ja, wenn wir jetzt wieder so viel Moon finden, dann wird wahrscheinlich gleich irgendwas daherkommen. Tippe jetzt einfach mal. Schule aus! Brauchen wir auch irgendetwas? Was genau stellt denn der in seiner Fabrik eigentlich her? Also, jetzt mal abgesehen von den Roboter-Dinger, aber sonst eigentlich nichts, oder was?
Okay. Ach, das ist die erhöhte Plattform da. Okay, ja gut, aber da habe ich jetzt nichts gesehen an und für sich. Ja, da braucht man wieder das Pferdeding dann da, oder? Okay. Denken wir schon. Ach, jetzt ist das... Ist das jetzt ein Aufzug quasi, oder was? Ah! Ah, Duke habe ich dir. Ah, ja. So, Ankauf. Schau da mal mit Money machen jetzt da. Die Escape-Quatsch ist unfassbar viel wert. Gut, da müssen wir noch irgendwas finden, das wir kombinieren können. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Kauf die Flinte, kauf die andere, ja, das ist ein guter Punkt. Das waren meine Flinten, gell? Ja. Scharfschutzgewehr, genau. Ja, genau. Eine Waffe will gut ausgewählt sein. So, die werden wir gleich verbessern. Essen ist Leben. Alter, das kostet aber ganz schön viel. Gut, aber die lohnt sich halt einfach, ja. Schönen Tag. Gut. Ui, schon hier sowas Zauberhaftes. So. Das heißt jetzt praktisch, ich muss eigentlich zurück zur Schmiede, oder wie sage ich das? Schauen wir mal. Ich muss zurück zur Schmiede, muss man wieder so einen Schlüssel machen lassen und dann... komme ich da durch die Tür durch. Gießerei, okay, wir müssen noch eins weiter oben praktisch, oder was? Kommen wir uns weiter oben. Ja, okay, das bleibt sie. Okay, dann muss ich doch im zweiten Stock da rein, oder wie? Beziehungsweise im dritten. Wir haben ja die zwei oder drei Kukillen gefunden und die sollten wir halt jetzt halt wahrscheinlich da einsetzen, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir überhaupt noch zurück? Normal schon, oder? Ich will gerade sagen, wo ist er denn? Gut, mit dem Ding ist das Teil einmal 3 Schatt. Easy.
War mir aber eigentlich auch klar, dass da jetzt wieder Gegner kommen, vereinzelt. Also ich hoffe jetzt einmal, dass ich richtig gehe und dass ich jetzt nicht falsch dran bin mit meiner Annahme, aber das wird man dann schon sehen. Sollte man ja eigentlich irgendwann wieder in Gießerei zurückkommen. So, jetzt bin ich da. Achso, da ist wieder offen. Okay, ja, nice. Wow, Alter, schräg mich! Bist du behindert oder was? Arschkeibe. So. Schlüsselkugelle. Eine ins Viech. Heisenberg Schlüssel. Der geht jetzt dann da oben rein. Okay. So, und dann haben wir nur eine gefunden. Glaube ich. Oh, Kugelkugelle. Ja, mit dem Schund. Kugeleisernes Pferd. Ah, jetzt haben wir da automatisch ausgelootet. Okay. Ah, ich bin so ein Vollidiot. Da ist ja jetzt auch ein Aufzug, oder? Ah, so, na, okay. Na, passt schon, alles klar. Das ist jetzt quasi der Shortcut für das Ganze. Ey, hier schon wieder irgendetwas. Oh. Schäling bleiben. Gut, rostige Reste liegen in der Bude wohl genug rum. Mechanische. Ah, da kann man kombinieren. Da kann man kombinieren, Freunde, das sehe ich von da. Ist das nicht sein Hammer? Wollte ich gerade sagen, das ist sein Hammer. Okay, es war zwar kein Shortcut nicht, aber mit dem können wir zumindest was anfangen. Und da wir ja jetzt so eine absolut OP-Flinten haben, da brauchen wir wieder einen Dietrich. Gut, dass wir noch welche haben, oder? Haben wir noch welche? Ja, dann haben wir noch 2 Stück. So, dann haben wir Rentner. Was ist das? Magnum Moon, ja, die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Da ist noch ein Schalter. Operationssaal, da gab es auch noch was zum Holen. Komisch, nach 7 Tagen mal wieder vom Rechner zum Sitzen. Aber ist doch ein schönes Gefühl, oder? Ja, da können wir dann da unten wieder hin. Das ist dann lauter Glaufratz. Da hätte ich jetzt eigentlich fast so den gleichen Weg, wo ich herkomme, bin, wieder zurücknehmen. Ja, aber es ist doch auch irgendwann, irgendwie ist es doch auch wieder schön, wenn man wieder daheim ist, oder? Gut, das kann man jetzt auch denken, dass dann wieder nochmal irgendein Gegner kommt.
Hättest schon länger ausgehalten. Ja, gut, okay. Hey, lol. Einmal im Kreis gelaufen. Man kennt's. Ja, schon langsam komme ich also ein bisschen zurecht da in dem Gebiet. Gut, aber da gab es auch noch irgendetwas, aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Da komme ich irgendwie nicht drauf. Ich weiß auch nicht. Meine mir immer 10 Tage unten. Achso, geht das Festival halt noch weiter, oder wie, oder was? Ja, jetzt schieße ich den nicht mehr auf, jetzt kannst du mir am Arsch lecken. Man muss ja nicht jeden Gegner beseitigen, der einen anspringt. Oh. Ja, aber den müssen wir wahrscheinlich beseitigen. Alter, was ist denn? Was bist jetzt du bitte? Wumsen muss, hab ich gehört. Oh, Rohrbomben haben wir mal nicht auch noch. Nehmen wir auch gleich mit. Sitz! Perfektes kristallines Herz, ja. Wenn jetzt da noch einer kommt, der wo noch perfekter ist, was ist er dann? Was kein Mensch. So. Willkommen, Ethan. Ja, dezent stressig da in der Fabrik da. Da kehrt da mal ein Betriebsrat her, wenn du mich fragst. So, jetzt kann man Heisenberg seinen Hammer auch mal für dezente 45.000 verkaufen. Was das wert ist. So. Warte mal, da müssen wir unser Scharfschützenwehr aufmotzen. Das hilft alles nichts. Ja, bauen wir das Magazin auch gleich fertig aus. Modifikation ist sofort erledigt. Dann hat es schon 6 da und gut ist es auch gegangen. So. Wir brauchen jetzt den 4. Stock. So, was? Nein, Bands sind von Montag bis Freitag, aber Early Arrival war schon Mittwoch. Normalerweise heuer erst Samstag und Samstags Abreise bin normalerweise war nicht erreichbar. Ja, die habe ich schon. Man sagt, die habe ich schon. Die Flinten, die haben wir schon. Warte mal, wo war denn jetzt der... Wo war denn jetzt die Tier? War im Ohrenshund oder was? Nein. Ach, das ist... Ach so, ja, ich habe einen kompletten... Jetzt der erste Stock ist weiter unten. Ja, schau mal nach. Ich wünsche dir alles Gute, dass es nicht so ist dann. Ja, kann man jetzt nicht brauchen. So, das ist automatisch, können wir da aufsperren. Eine mit dem Schlüssel. Aber ohne Scheiß, den Bereich habe ich echt unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass der so groß ist. Bist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang.
Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt wieder irgendein so ein mechanischer Mega-Roboter, der wo wieder Modellsturm, ja genau. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt, denn Modell stürmt, fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertig gebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fazit, auf ganzer Linie Misserfolg. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass der so viel wie möglich rost, oder was? Oder mit Minen, ja. Minen war da eine Möglichkeit. Es war aber jetzt... Leute, warte mal, hat der Duke einen Speicherpunkt? Da muss ich jetzt einmal schauen, weil das gibt's ja eigentlich nicht, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Müssen wir mal zwischenspeichern können. So, Freunde der Sonne. Jetzt darf ich mal sagen, machen wir mal schnell eine kleine Pause. Ist denn überhaupt noch wer anwesend vor euch? Haben wir noch da? Haben wir noch da? Ist die Frage. Geht da noch was? Freunde der Sonne. Geht da noch was? Ja. Ah doch, da hat man schon gut. Nein, ich bin nicht mehr da. Ich auch nicht. Ja. Sehr gut. Leute, jetzt machen wir mal schnell kurz 3 Minuten Pause. Was los? Nixe! Habt ja alles gut, wir machen wir schon noch weiter. Dort sind nicht aber wir haben ja noch Luft nach oben. Wir sperren ihm schon noch. Jetzt machen wir schnell kurz 2-3 Minuten Verschnaufpause. Ich gehe mal schnell mir was zum Trinken besorgen. Bisschen Tent auswaschen, weil ich ein wenig schwitzig bin. Und dann spielen wir weiter. Also, der Abend ist ja noch jung. Bis jetzt habe ich von Frau Bazimane noch nichts gehört, so wie ich das sehe. Wir noch mit Triple confirmen, dass es ja wirklich so ist. Nö, das heißt, die Fahrt geht weiter, definitiv. Da brauchen wir uns nicht wieder. So. Ja, ich schicke Ihnen jetzt kurz einen Pausenscreen. Wie gesagt, könnt ihr auch schnell irgendwie was zum Trinken holen oder Pfirs vertreten, keine Ahnung, Knabberzeug holen, was ein Kleber ist. Und dann sehen wir uns in ungefähr 3 Minuten wieder, ja? Also bis gleich. Nicht weggehen. Wird spannend, glaube ich, denke ich, hoffe. Bis gleich.
So, haben wir schon wieder da. Bis der Option die Knädelcam, ja, die gibt es durch Kanalpunkte. Die könnt ihr requesten, also 2-mal pro Stream maximal. Und dann könnt ihr 3 Minuten die Knädels in ihrer natürlichen, gewohnten Umgebung begutachten. Warum keine Werbung? Weil es komplett für den Arsch ist. Ganz einfach, deswegen keine Werbung. Ich schalte nicht Werbung für nix. Also für nix und wieder nix, weil das einfach, ja, ich krieg da den Sinn nicht dahinter, so für mich, weißt du schon. Warum hat das jetzt keiner gemacht mit der Knädelcam? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Mr. Billinger. Es ist bestätigt offen, der darf es jederzeit tun, das ist überhaupt kein Thema nicht. Aber dann hätte es die nächsten 30 Minuten keine Werbung vom Stream für Neue. Guter Einwand. Werde ich fürs nächste Mal beherzigen. War aber ein guter Pausenscreen. Ja, aber das ist bewusst kein Pausenscreen nicht, Mr. Option. Ja, wir haben uns einmal überlegt, was wir für Kanalpunkte noch machen können. Und da ist eben dann die Knädelcam entstanden. So, jetzt hat es jemand gemacht. Mr. Billinger, die Knädelcam kriegst du sofort. Und in der Pause fällt eh kaum was. Ja, auf das ich gesehen schon. So, Knädelcam. Schauen wir mal. Er versteckt sich halt einfach. Ah, er putzt es im Haus. Er putzt es im Haus, Freunde. Also, ne? Wie spät ist es jetzt? Ist, ja, machen wir mal bis 8:30 Uhr. Das wird schon passen. Zauberhaft. Vor allem, das Ding ist, das Kabel von der Webcam, die ich da noch hab, das reicht genau noch so vom Rechner aus bis um mit zum Gehege. Also, sonst wäre es eh nicht machbar gewesen. Die kann das noch mit einblenden. Was kann die noch mit einblenden? Ja, er ist halt, der Motz ist halt, also so rechts im Haus sagt sie, er putzt sich gerade. Ja. Paula pennt, ja, die pennt. Die hat Augen zu, sagt man ganz schön. Die ist müde. Paula müde, Paula muss schlafen. Hey, jetzt ist es auf. Jetzt ist was? Wie? Schlafen? Verstehe die Frage nicht. Dein Gesicht. Na, dann habt ihr ja nichts von der Knädelcam. Das ist ja ein Kas. Das passt schon so. Wenn ich jetzt da mein Gesicht noch rein tue, dann, ja. Mein Gesicht zeigt sich den ganzen Stream über. Abgesehen davon. Dann machen wir gehen uns halt voll ab. Machen wir putzen zu sehen, machen wir rennen dann rum, machen wir Essens. Schauen wir mal, ob der Motz noch aus seinem Haus rausgekommen ist. Tut er eher nicht. Na, jetzt, Paula ist sehr aktiv. Dann verschandelst du das Bell, genau so. Das heißt ja, wie gesagt, Knädelcam. Wie halt sie so in die Kamera schaut, what the fuck are you doing? Oh, jetzt pass auf, jetzt. Oh. Ah, jetzt wird er mit geschnuffelt, da. Oh, jetzt schon hin. Oh, da schon hin. Hat sich schon erwischt. Jetzt wird gemümmelt, Freunde der Sonne. Ja, ist eh klar. Also jetzt 7:30, jetzt wird der Hunger langsam kippen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir Hai finden. Jetzt müsste normalerweise der Motz gleich aus dem Haus geschossen kommen, weil er sie frisst. Dann kann der mir halbs ausgehen. Also normalerweise müssen sie jetzt dann außerkoppeln kommen. Oder auch nicht. Motz hat, der ist Lampen, der Motz hat keinen Bock, nicht sich vor der Kamera zu zeigen. Wisst ihr was, heute zur Einführung machen wir ein bisschen eine Bonuszeit, okay? Normal sind es 3 Minuten, machen wir heute ein bisschen länger, weil es zur Einführung ist, damit es ein bisschen
Damit es ein bisschen warm werden kannst damit. Schauen wir mal, ob er rauskommt aus dem Haus. Ja, jetzt kommt die Paula macht jetzt Abendroutine, jetzt wird sie putzt. Zumindest hat es gerade angesetzt danach. Der Mats hat Lampenfieber, ja, offensichtlich. Das, wenn es tun, also was jetzt Paula tut, die putzt sie jetzt quasi. Das machen sie am ganzen Körper. Wenn sie das tun sie eigentlich nur, wenn sie sich richtig pudelwohl fühlen. Also das machen sie eigentlich nicht, wenn sie gestresst haben oder so, oder wenn sie Angst haben. Das, was der Paula tut, ist wie gesagt die ganz normale ihr Fellpflege. Also Kaninchen haben ja sehr reinliche Tiere. Und das tun sie nur, wenn sie sich wirklich sicher fühlen. Naja. Freunde, spielen wir weiter. Machen wir noch ein paar Meter. Schauen wir mal, was uns noch erwartet. Aber ich hoffe mal, die Gnädelcam gefällt euch. Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, es hat ja alle absolute Bekenner der Flauschgnädel-Philosophie. Also ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ihr mit der Gnädelcam durchaus das eine oder andere Mal was anfangen könnt damit. Billinger, merci für deinen Request an die Gnädelcam. So. Gut. Da müssen wir weiter. Ja, jetzt haben wir da zumindest auch wieder ein paar Schuhe. Da haben wir auch nur ein paar. Da schaut es auch noch gut aus. Gut, Buttermesser hat ja bekanntermaßen keinen Schuss nicht. Können wir was herstellen? Gerade nicht. Eine Rohrbomben kann man herstellen. Sparen wir uns aber. So, wir haben jetzt vorher noch irgendwas von so einem Propeller gelesen. Von dem Propellertypen gelesen, dass man den irgendwie heiß laufen lassen muss. Okay. Es schaut sehr ums Eck gedrungen aus, oder? Ich höre noch, ist der über uns? Ist das im Bereich des Möglichen? Verdammt nochmal, ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Okay, wo muss man da jetzt hin? Muss man den aussprayen oder was? Ah, ich hab schon gesehen, wo der seine Schwachstelle hat. Vor allem, stimmt, der hat ja vorher in der Ding gesagt, der kann nur geradeaus laufen. Ja, jetzt kann doch mal kaputt gehen, da sein Propeller, du. Aha, er hat einfach mal aus dem Nichts Feuersturm gelernt. Okay, alles klar. Der dreht ja voll durch.
Holt ganz schön viel aus, der Typ. Ui, das war knapp. Ah, da bin ich abgewischt, scheiße. Der Motor war nicht kaputt, gell, oder? Wow. Oh fuck, this is a Sackgasse. Mal heute halt Start, ha? Bis nie wieder. Achso, der ist hier. Okay, nice. Ah! Komplexes Herz. Ja, sehr komplex. Gut, nur noch ein Flintenmundschuss, okay. Junkers Shoot 52 Inkantante. Was? Mr. Option, den check ich nicht. So, auf alle Fälle gibt es da noch einen Loot. Irgendwo. Ah, da war der Mine gewesen. Historienmoon, okay. Aufschützenmoon. Ja, das ist ja was. Das ist ja was, Freunde. Mit dem können wir arbeiten. So, wo haben wir jetzt so? Das ist jetzt, schaut mir an wie ein Kontrollraum. Das schaut um mir an wie ein Kontrollraum. Eine Zigarre. Ja, freilich, pfeifen wir uns einmal rein. Warum nicht? Miranda ist einfach widerlich, ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb habe ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Miststück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses... Wahrscheinlich soll das Balk heißen. Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater, Ethan, hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Gut, der Heisenberg scheint scheinbar wirklich zu wollen, die Miranda umzumlenken. Tante Ju ist ein Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg, ist bei uns immer vorbeigeflogen. Kann da leider nichts sagen dazu. Aber nettes Wissen nebenbei. Nettes Wissen nebenbei. So mit Kriegssachen kenne ich absolut gar nicht aus. Haben wir da alles? Ja. Ja, okay. Der Part ist ziemlich intens. Okay, da können wir nicht durch.
Warte mal, da geht's. Moment einmal. Aber da geht's durch. Ah! Für ein Kraut kann man schon mal einen Träger erstellen. So, flüssige Chemikalie, Metallreste, sehr gut. Flintenmunition, den nehmen wir natürlich auch mit. Sehr schön. Können wir normalerweise auch wieder Heilung herstellen, oder? Jawohl. Easy peasy. Was haben wir? Achso, ja, jetzt würde ich gerade sagen, wir kommen da weiter. Wahrscheinlich, indem wir uns da oben fallen lassen. Werden wir da mal nachlohnen, dass wir wieder ein paar Mal scheißen können. Okay. Da ist auch eine Kiste hinten. Okay, das war es. Nice. Oh Gott. Jo. Da geht's halt einfach immer nur weiter. Okay. Gibt's da nichts darum? Lol. Hilfe vom Flieger ist im DC. Okay, schauen wir noch an. Da gibt's. Wie? Dieser Raum, wo es einfach nichts gibt? Ist doch gelungen, oder? Ah, da steht der gute New Holland Bullock. Da schon her. Wenn man Heisenberg mit dem Bullock über den Haufen fahren, wie war das? Du musst mal was loswerden. Ja, dann wir mal was los. Was zum... Ah, kommt jetzt der Heisenberg oder was? Nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. Und er ist einfach der Justice Kid des Obergrauens. Okay, den ganzen Weg wieder nach unten. Ja, gehen wir wegen Schwimmen, das hat bestimmt. Was sagt was rauskommen? Bastard! Ja. Das ist doch ein Witz! Hast du jetzt eher... So, du bist negativ, ja, immerhin. Ja, okay. Ich war dafür da mal wegen Planschen gehen, du, so oder wie süß. Ja, jetzt, es hat noch einmal finster werden müssen. Das war ja komisch gewesen, wenn nicht. Achso, das mit los, wenn wir das trotzdem weiter. Das bin wir jetzt nicht ich, gell? Ich sag das, was ist. Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris?
Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Ja, das war nicht schlecht. Gib mal den Schlüssel. Hä? Was jetzt? Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz. Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ja, okay. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Wie jetzt? Ich kann jetzt Panzer fahren oder was? Kein Zurück mehr. Ist das der Ernst? Ja. Auf alle Fälle kann man da looten. Das ist einmal jetzt Priorität Nummer 1. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Das ist zauberhaft. Das ist zauberhaft, dass da ein Speicherpunkt ist. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo es da den Loot gibt. Ja, da habe ich bisher Loot. Ja, wobei das geht. Ah, das war also schon alles. Okay, ja gut. Mehr Boom, mehr gut. Genauso ist. Und Wolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindungen mit der Organisation war wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutungen bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamycet infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikry. Dieser Pokémon-Attack, by the way. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatten sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metall-Polymer-Verbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha. Wahrscheinlich der Chris. Der Chris ist wahrscheinlich der Alpha. Tipp jetzt einfach mal. Ja gut, Panzerphone. Freunde. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache es schießt. Mit Sicherheit. Ich komme, Rose. So. Mit L halten. RT-Geschütz abwehren. Blocken wird man so. Und Maschinengewehr ist... einfach nur... okay. Wir haben unendlich Schuss. Wie geil ist denn das? Lustig, dass Motor so blocken ist.
Halten Sie LT und drücken Sie mit Erdem das Geschütz auf. Oh ja, der wumst. Du gottverdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir erwachsen? Gut, dann bin ich wenigstens in Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Wie echte Männer. Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen. Bist du auch angeschnallt? Oh, dezent daneben geschossen. Ich zertrete dich wie eine Ameise. Au. Wo ist er denn? Mehr, gib mir mehr. Hä? Wo ist er denn jetzt? Geht's los, Papa, gut? Arme Junge, das Ding hatte ich. Du bist stumm, als oh, nicht aufgeben. Unterschätze nie die Liebe eines Vaters. Was bist du eigentlich, ein Decepticon oder was? Nicht aufgeben! Unterweide dich vor meinem Stahlkörper! Dafür bin ich diesen verfluchten Wald wohl Dank schuldig. Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab. Ein Sohn, wie er im Buche steht. Zu schade, ich bin dein einziger Fan. Mein Herz pulsiert. All die Jahre auf der Pfote dieser Schlange. Soll nicht gleich, weißt du? Die Dorfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten. Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer. Ein süßes Töchterchen wird mir helfen, noch stärker zu werden. Ja, du darfst da mal in deine Einzelteile jetzt fallen. Oh, du schaust fein immer gesund aus. Okay, ich hätte mein Futzen halten sollen. Ich wohl für besonders schlau. Ah, ich habe irgendwie schon so vermutet, dass das nicht alles war. Nein, meine Metallarmee! Ich bring diesen verdammten Wichser um. Aber erst zu dir. Wie jetzt? Ich will mehr. Holen wir uns erst einmal Moon. Beeindruckt. Jetzt wird's ernst, Ethan. Ja. Letzte Runde. Tja, was denkst du? Aussichtslos. Hab ich recht? Ah, sein Gesicht ist sehr schwach. Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen. Das ist nicht David gegen Goliath. Das ist Ethan gegen die Apokalypse. Das war eine schlechte Apokalypse, wenn du mich fragst. Stirb, als würdest du am Leben hängen. Hast du Spaß?
Oh ja, der hat gesessen. Warte mal. Wo tut der hin? Was hat er für. Was ist seine Mission? Auf Nimmerwiedersehen, Ethan Winters! Wie? Du hättest meinen Deal annehmen sollen. Du siehst Rose in der Hölle wieder. Ah ja. Will ich Miranda und dann gehört Rose Macht mir. Nein! Nein! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss sie töten! Ja, du bringst keinen mehr um. Kristall. Ethan, was ist passiert? Da Well. waren Explosionen. Heisenberg sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan, Danke für GGs. Rose? WB Marschall und Billinger. Ethan, antworte. Oh nein, ist dort ZB. Mia? Aber Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Die schieße Depp weg! Aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Oh, Evelyn. Rose Brrr. ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Ihr seid hier, was macht's denn? Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamycet vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Okay, die hat scheinbar Itachi-Vibes. Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Moment einmal. Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug Dies war von Art dir Miranda? gehört. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamycet wird sich deiner annehmen. Die hat mir Bomben rausgerissen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Alter, was ist denn das für eine Psychotante? Ich musste lange warten. Hat uns die jetzt hops genommen? Jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Oh. Hat uns die jetzt ernsthaft hops genommen, oder was? Ist gut für Taut. Probier's mal aus, ich mein. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern
erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Wir haben ja ernsthaft hier. Kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Spielen wir jetzt mit dem Chris, oder was? Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Ui, ja, wir spielen jetzt mit dem Chris. Ist das eher ernst? Okay, nein. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem Wow! Risi Ohrens Vibes. Wir spielen mit dem Chris. Ui, wie geil ist denn das? Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Aber ohne... Alter, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir mir sterben. Also als Ethan Winters hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir mir Hops genommen werden. Sag mir das Gewehr her. Dragoon, ein vollautomatisches Gewehr. Ein vollautomatisches Gewehr mit kurz gehaltenem Lauf, wodurch es besonders leicht zu bedienen ist. Ja, ich glaube, das Ding kann was. Warte mal, wie viel... Handgranaten, Standardpistolen und halt ein Gewehr. Bisschen Medizin drüber und... Scheinbar haben wir halt jetzt nicht so in der Lage, dass wir uns regenerieren können, wenn uns die Herz-Kreislauf-Pumpen auswirft. Aber dann war die Oma da, die Kraxen, war ständig Miranda im Dorf. Hab ich auch nicht mehr gewusst, tatsächlich. Ja, und dann machen wir mit dem Chris wahrscheinlich, ja gut, wenn wir mir jetzt gestorben haben, dann bringt der Chris wahrscheinlich die Miranda um. Ah, der gehört zu uns, okay. Boah, Alter. Freunde der Sonne, das ist die peitschende Weide. Hey Alpha, sieh mal. BSAA. Die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Ja, der ist hier. Wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Ah, er ist der Sniper quasi, oder was? Biowaffen Ausschau. Verstanden. Wie geht's jetzt? Achso, da oben, okay. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Passt bloß auf. Ja, einfach einmal dezent eine aufgestrichen. Kann man mal machen. Peitschenweide XXL besser gesagt. Ja, die hat 2 Dünger gekriegt. Alter, das Ding fetzt.
Alter, der ist ja krank drauf. Warum hab ich so eine Waffe nicht gehabt? Achso, ich hab kein Map nicht. Okay, also Map kann ich nicht rufen. BSAA-Fahrzeug gesichtet. 2 Wachen. Die hole ich mir. Da, einer mit... Nicht übermütig. Immer, das nehmen wir alles. Jetzt haben wir jetzt so noch Handgranaten. Karambit, ein im Nahkampf übertroffenes Kampf... Das wird jetzt eigentlich nicht. Moment. Und jetzt einmal so. Was haben wir da noch? Arzneispritzen, okay. Lasermarkierer, ein Laser zur Markierung von Zielen. Was auch immer das ist. Und da haben wir noch Blendgranaten. Die Blendgranaten sind typisch für die alten Teile tatsächlich. Nehmen wir uns da her. Ja, und Tankgranaten, die können wir ja dann mit. Nehmen wir uns Tankgranaten einmal nach unten weg. Ja, aber dann schaut das schon. Schaut ja, das schaut mir gar nicht mehr so schlecht aus. Doch, gehen wir uns vorher noch gepflegt ausscheißen, damit ja nichts passiert. Okay, da kommen wir nicht rein. Gut, da sitzt schon einer, müssen wir unser anderes Klo suchen. Das hilft ihm nicht. Hey, Moment einmal. Das ist doch die Bude, wo wir ganz am Anfang drin waren, wo doch der Alte durchdraht ist, oder? Das ist jetzt der Ocker da normalerweise. Was ist das für ein Ding? Also, wir können wieder... Wir kommen wieder ins Dorf. Wir sichern Miranda. Na los. Ja, ich laufe einfach einmal, weil... Keine Ahnung. Wo? Große mutierte Biowaffe gesichtet. Oh, nee! Der Pilz könnte infektiöse Sporen versprühen. Behaltet eure Masken auf. Meine Fresse, die BSAA geht ganz schön ran. Sie hatten Miranda auch knapp. Sie hat sich voll gezwungen einzugreifen. Ja, aber ich sauber weggerutscht. Was der Chris, der rammt die Viecher einfach, mit dem rammst du es einfach mal so aufzeigen. Könnt ihr euch noch vor 2 Streams erinnern, wie viele Kugeln die verschießen müssen, um das Ding überhaupt einmal annähernd zu beschädigen? Der fetzt ihm da einfach mit seinem AK-47-Ding da durch und easy. Mit dem Chris, da kannst du einmal einen Krieg gewinnen, gell? Also, ich muss schon mal sagen, auch. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo wir lang müssen, aber das wird man dann schon herausfinden. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Ja, gib du mir Feuerunterstützung, bitte. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Da, Leute, seht, das ist einmal da. So nämlich. Alter, wir haben eine Nachtsicht geredet. What the fuck? Mit sie, da, das sind einmal Leute, mit denen kannst du arbeiten. Da, die geben da mal 1000 Schuss einfach auf schnell, wenn es pressiert. Gut, da geht's offensichtlich nicht weiter, dann schauen wir uns um einen anderen Weg. Irgendwo wird schon weitergehen. Vermutlich durch das Heisel da durch, oder? Da tut's hier gar nichts, da haben wir gleich fertig mit Eng. Klappe! Wo? Gib's zur Ruhe, da ins Pippel schießt da einer rein, weil da ist extra zwecks der Sicherheit. Oder einen guten Feitel auch dabei, wenn du mir jetzt sagst, was ein Feitel ist, ich tippe mal, du meinst ein Messer, ja, schaut sich gut an. Hirngulasch. Mehr Hirngulasch ist mehr gut gehört. Schaut stabil aus, ja, das meine ich auch. Oder mit auch noch erwischt. Du Arschkeibe da rennt mit deinem scheiß Pfeilbogen.
Wenn ja nichts passiert. Immer im Zweifelsfall nachschießen. Da, sechs ist da. Ja, rasiert er halt da einfach durch, wie wenn es überhaupt nichts war. Gut, die... Sind aber schon ein wenig Feigegner, gell? Was war denn jetzt? Ist schon wieder. Geh mir nicht auf den Sack, Schwulschädel! Boah, Alter, wer schießt denn da mit... Arschkeibe, du Blitz, du. Jetzt verpiss dich vom... Ja, toll. Leg die hin, Zipfelkopf und lass mir mal Ruhe. Dicker Gezappel nervt. Haben wir es jetzt dann bald einmal? Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Wie? Was? Wo? Halten Sie noch mal einen Laser mit dem Ziel. Ja, was ist denn da jetzt eigentlich das Ziel? Was ist denn das Ziel? Ist da oben wahrscheinlich, oder? Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Ja, toll. Handgranaten bringt einfach die ganze Meute um. Einfach mal weit um sich schießen. Alter, wie viel Hand denn das? Funktioniert der Lasermarkierer? Wie viele denn noch? Jetzt ein Gut. Hallo, drück noch. Mein Gott, verpiss dich! Ja, lass mich noch, oder? Das Gleiche könnten die über dich sagen. Jetzt war der Wegwolfen stand. Wir sollten sie besser schnell erledigen. Das Ziel zu erfassen. Halte den Laser möglichst lange drauf. Ach, die sterben da automatisch, ja, okay. Okay, ich kümmere mich drum. Die Black muss nachladen. Ja, ich glaube, dass ich jetzt gleich massiv hier bin. Ja, okay, ich glaube, wir haben hier. Weil ich nicht gecheckt habe, dass man gleich mit dem Lasermarkierer weiter tun muss. Ja gut, okay. Nice. Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Das heißt, ich werde jetzt einfach nur... markiere das Ziel. Pass auf, den rüsten wir uns jetzt gleich einmal aus, damit ja nichts mehr passiert. So, ober da damit. Erst aber der Aim ist schon recht gut. Findest? Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. So, wir bleiben jetzt lieber mal da stehen, weil da kann ich zumindest einmal... Ja, da kann ich zumindest einmal ein wenig aus.
Ja, das wird jetzt natürlich... Ich check's nicht, wir sollen das zeitgleich... Wir sollen jetzt das zeitgleich machen. Da noch mit seinem scheiß Pfeilbogen da oben. Milo wird noch hast. Oder wie soll ich denn das markieren, wenn da 7 Millionen Gegner kommen? Ich habe keine Heilung, auch nicht mehr. Ah, da ist er, da. Ei, warum? Gibt er noch, oder was? Oder wir verhalten die aus! Ja, mit dem Laser draufhalten ist eine gute Idee, wenn ich gerade 7000 Zombies auf gleichzeitig zusammenschießen soll. Bitte einmal kaputt. 1000. Okay, die ist krass. Die ist auf alle Fälle krass. Boss, der Megamycet befindet sich unter Tage. Bin auf dem Weg. Ja, da kommen dann wahrscheinlich auch wieder 7 Millionen Gegner, oder? Ja, natürlich. Natürlich Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Ja, da finden wir jetzt ungefähr alle Munitionen, die man finden kann. Gut, ob wir den Laser noch mal brauchen, weiß ich jetzt nicht, aber jetzt einfach vorsichtshalber mal für mehr Durchschlagskraft nehmen wir mal mehr Handgranaten. Oh Gott, das grunzt da schon wieder so saublöd. Oh Gott. Ah ja. Also ist das der Stachelkugel. Ja, freilich, ist eh klar. Oh, das. Lobo, mir macht ja einer zu schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Du bist in einer Höhle. Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutzt die. Okay, auf dem Weg. Also, ich bin gleich bei dir. Ja, der ist ziemlich.
Ich hab gerade noch gesagt, wir werden den Laser wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Ja, Nachladen ist eine gute Sache. Kannst du mal Start halten? Was ist denn mit dir? Nur denn. Aber. Jetzt schaut er schon aus wie der Sauron. Ah ja. Ich gehe weiter. Der Rest von Kristalliner Riesenstreikkolben. Ja, das ist der Sauron. Warum sind die alle so unflauschig? Weil die alle nicht ganz sauber sind, wenn du mich fragst. Auseinanderbreselt ist er. Ja, das wird auch gut sein. Hoffentlich bleibt der auch auseinanderbreselt. Jetzt? Wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Ja, nicht. Miranda von Rose wissen. Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. So, jetzt die letzten Minuten haben wir schon intens, gell? Oh Gott, was ist denn das? Ist das ein Hirn oder was? Oder ein Anus? Keine Ahnung. Also eher Hirn. Flammenwerfer außer anzünden. Da darf ich gar nicht lang umeinander. Alpha an Team. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein Zweisprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkaff platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem. Steht einfach nur Bahnhof. Sagen sollen. Ja. So, und das Ding ist jetzt praktisch. Das schaut aus wie ein Embryo. So, da Kopf, Arm, Fies, Arsch, Kugel. Okay. Das Ding ist jetzt quasi verantwortlich für das, was im 7. Teil passiert ist und was jetzt da ist passiert. Ja, tolle Wurst. Schön. Schön. Wo wir wieder bei komischen Embryos warten. Das muss Mirandas Labor sein. Warum denn? Was ist denn das jetzt schon wieder? Was ist jetzt das? Fitnessbibel oder was? Les alles bitte! Oh, ist das der Ernst? Ja gut, okay. Roband Donnerbe... Ja, okay, ich lese. Donnerbenviento. K2-Kompatibilität gut, Hirnfunktionen normal, aber schwere Geisteserkrankung. Das war wegen der Geschichte, okay. Die Beneviento war die in dem Haus mit dem Baby, okay? Glaube ich. Oder? Das war die Beneviento. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das gewesen ist. Körperlich nicht vom Menschen unterscheidbar, sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamycet infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Wait a minute. Dann war das in dem Haus mit dem Baby, war eine Halluzination, sage ich das richtig, das hat er nicht wirklich erlebt.
Das war quasi gerade im Kopf. Das darf vielleicht da erklären, warum wir da überhaupt keine Waffen nicht gehabt haben. Ja, weil die haben nämlich von einer auf die andere Sekunde einfach weggegangen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Wer ist denn jetzt Eva schon wieder? Aha. Ja, was haben wir das? So. Karl Heisenberg. Der Karli, der Heisenkarli, der Bergkarli. Wissen Sie? Kadu-Kompatibilität außerordentlich gut, Hirnfunktionen normal, besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten, kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Ein herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Wer ist die Eva? Alkina Dimitrescu, Kadu-Kompatibilität äußerst gut, Hirnfunktionen normal. Äußerst hohe Regenerationsrate, Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Ja, das haben wir gesehen, da hat unseren Arm ziemlich dezent angeschnitten. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis, wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Deswegen auch das Vampirmäßige, ja. Deswegen hat die Wein aus Blut hergestellt, offensichtlich. So, was haben wir da noch? Da müsste jetzt der Moreau drin sein, rein theoretisch, oder? Salvatore Moreau. Kadu-Kompatibilität schlecht, Hirnfunktionen unerwartet schlecht. So hat er ausgeschaut, ja. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich, ähnlich wie bei Fischen, Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Ja, okay, das war jetzt einmal die Erklärung zu den 4 Fürsten, mehr oder weniger. Okay. Gut, dass der Moreau das schwarze Schaf gewesen ist, das ist, denke ich, auch klar. So, da haben wir auch noch was. Irgendein Foto. Okay. Liegt überall was, okay. Miranda, Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihren reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde Sie überhaupt an einen halb mit Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach 2 Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen, ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Ach du Scheiße. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst, auf ewiger Schüler Oswell E. Spencer. So ist quasi, die komplette Umbrella-Organisation hat mit der Miranda schon Geschäfte gemacht. Hier? Ich glaub's nicht. Okay, das ist heftig.
Das heißt, Miranda hat schon lang vor der Umbrella-Organisation gegeben. Also zur Erklärung, die Umbrella-Organisation ist die Pharmaindustrie praktisch in Resident Evil, die unter anderem zum Beispiel in Resi 2 die ganzen Genmutanten herstellt. Ja, also den Riesen, an Tyrant oder an Nemesis, das ist alles auf denen einer Mist gewachsen. Unter anderem. Ja, nur mal so kurz als nebenbei Bemerkung. So, was haben wir jetzt da? Ah, das ist Evelyn. Das ist Evelyn, das ist die aus dem 7. Teil. Oder ist das rechts Evelyn? Na, das ist die linke. Sie, die Kleine in der Mitte, das ist Evelyn. Wer das rechts ist, weiß ich jetzt gar nicht. Schaut irgendwie ein bisschen aus wie Sophia Tomala? I don't know. Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyceten wieder zu mir holen. Ich wusste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle. Ich kann halt nicht gescheit lesen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyceten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyceten zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyceten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamycet spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyceten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alkina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lycans. Das waren die Wolfsviecher, die komischen. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt. Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre dir die perfekte Hülle. Das meine ich nicht richtig schlimm. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen. Eva. Wer zum Fick ist die Eva? Ich hör den Namen heute zum ersten Mal. Nimm die Hände hoch. Amber Eis hier Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Das ist die echte Mia, oder? Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen, alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammen tun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Alter, das ist halt auch bitter, weißt du schon, wir haben, also, als Mann haben wir einfach gestorben. Zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein, du irrst dich. Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist.
Hä? Hä, wir leben ja erwirrt. Was ist passiert? Ist da jemand? Kalt. Okay, ich hab kein Menü, gar nichts. Keine Waffen. Wo haben wir denn jetzt? Im Himalaya-Gebirge, oder was? Wie komme ich hierher? Als ob er meine Finger wieder! Scheiße, mein Körper. Er wird wahrscheinlich entsprechend unterkühlt jetzt. Du bist so dumm. Oh Gott! Wie kann das sein? Du bist tot. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Oh, nein, ich muss Rose retten. Falsch. Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor 3 Jahren bei den Bakers. Ohne Jay. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Hör auf mit dem Scheiß. Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose. Mit mir. Ich. Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein. Rose. Ich muss meine Tochter retten. Du bist schon lange tot. Tot. Die Evelyn war im 7. Teil schon nicht ganz sauber. Ich werde Rose retten. Schimmelinferno so helfen. Ja, wo ist jetzt? Haben wir jetzt hier oder haben wir jetzt nicht hier? Ah, da ist ein Übersetzungsfehler drin. Da schon als Hilfe noch weiter was. Wir leben ja tatsächlich noch. Ist das dein Ernst? Genug geschlafen? Jetzt haben wir beim Duke.
Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Was bitte? Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde. Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen. Wer, was sind Sie? Das war eine berechtigte Sogar Frage. ich überfragt. Na, Hauptsache, er hilft uns. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Rose aus den Händen Mirandas befreien. Aha. Hallo da, ich bin jetzt der Bazi. Also, ja, du bist der obergeschubste Hast Bazi. du alles Nötige? Waffen und so? So. Haben wir ja einigen schon gefunden. Ja, der muss einfach mal weg, weil das darf man sonst nicht. Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es So. sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Was haben wir jetzt? Pass auf. Bitte, gib acht. Neue Waffen. Ja. Chill. Muss erst einmal schauen, ob wir noch was finden können. Da sechs ist da. Sammeln wir erst einmal alles mäßige an Schuss auf, was wir finden können. Magnum Moon. Der obergeschubste Chef ist da aus dem Weg. Der Vorstand. Der GSC Hubs Vorstand. Okay. Ferdi hat nichts für uns. Was haben wir jetzt an Schuss tatsächlich? Schon ein bisschen was. So, jetzt werden wir auf alle Fälle unsere Waffen noch aufwerten, soweit es irgendwie möglich ist. Stets zu Dienst. So. Beziehungsweise warten wir mal neue Waffenteile. Was ist denn das? Langer Lauf. Ja. Freust du dich drauf, es Ja, mit dem Schund. auszutesten? Dann der wir nur. Deine Reise nähert sich dem Ende. Was sagst du? Zeit für die Spendierung. Jetzt kann ich sogar noch mal weiter aufwerten. Gut, das wird man dann nur im New Game Plus tatsächlich schaffen. Da tippe ich jetzt einfach einmal. Das ist Scharfschützengewehr. Wahrscheinlich eher semi-gut. Ja, das ist dann fürs NG Plus wahrscheinlich. Kann da mal 4 stellen. Jetzt ist halt die Frage. Aber eigentlich glaube ich, bleibt sie sich fast wurscht. Ich glaube, am besten investieren wir in Schrot. Ins Ding. In Fremden. Ja gut, mehr geht eh schon nicht mehr. Dann können wir uns noch ein bisschen an Schuss kaufen. Ja gut, das war's dann eh ungefähr. Passt. Ja, okay. Das wird das letzte Mal sein, dass ich dir nachsehe. So, da haben wir voll, da haben wir auch ein wenig etwas. Wow, da haben wir jetzt ganze 3 Schuss. Mit Scharfschützen haben wir noch einige. Ja, okay, wir haben gut Schuss. Halten wir das einmal so fest. Dann kommt jetzt quasi der Endkampf, sage ich das richtig? Das dürft ihr mir jetzt ruhig sagen für die das Spiel schon
können. Wir müssen jetzt dann der Endkampf kommen, oder? Noch lang nicht. Lasst mich in Ruhe. Ich kann nicht laufen. Ah, jo, jetzt. Alter, ich hab 2 mit einem Schuss umgebracht. Da mal die Ehre. Einfach weiter. Ja, danke für den Troll-Shadow. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva ist ihre Tochter. Eva. Bist du es? Ja, das ist einfach Rose. Ich habe dich so vermisst. Was? Ja, das ist Rose, du Arschkeibe. Meine Kräfte verlassen mich. Rose! Miranda? Interessant. Dein Körper, wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Chris, der war gut, das war zauberhaft. Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Alter. Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Rose ist mein! Ja, die ist auch nicht sauber. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyceten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen, Wolleck. kleine Rose. Alter, Alter! Glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht Du davon weißt, kommen. was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Ja, von wegen. Verstehst du es endlich? Rose ist mein Ui, ist sie schnell. nicht deins. Ich bring dir ewige Ruhe. Ja, die ist schnell unterwegs. Dein Ende naht. Der Megamycet hat mich aus der Verzweiflung gerettet! Mir unsagbare Macht verliehen! Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Mhm. Ach, da findet man sogar einen Huhn, oder was? Nice. Ja, freilich, ich werde stark halten, wenn du da umeinander fliegst. Oder? Was ist denn jetzt? Hallo? Wir alle sterben schließlich irgendwann. Aha. Widerlich, dieser Lebenswille.
Ja, ganz sauer bist du nicht. Oh, leck, was ist jetzt? Hallo? Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt, Ethan. Den Teufel werd ich! Stirb, 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 stirb! Ich werde meine Tochter wiedersehen! Ich verstehe deine Gefühle, Ethan. Das tue ich wirklich. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Wenn ich Rose mit dem Megamyceten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. Und Hallo, heute noch. habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. Das war's für dich. Jetzt stirb! Au. Ja, ich glaube. Ich werde jetzt dann sterben. Sie ist meine Tochter! Alter, das. Warte mal, das ist ja Wahnsinn. Wie langsam zielt denn ich mit dem Scharfschützengewehr? Das ist ja krank. Miststück! Dein Tod ist bereits besiegt. Ja, okay. Wofür kämpfst du noch? Ich glaube, das wird nicht einfach. Ich glaube, das wird nicht einfach. Meine Eva. Das können wir überspringen. Meine wunderschöne Tochter. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyceten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei ihr wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Wann verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Der Megamycet hat mich aus der Verzweiflung gerettet, mir unsagbare Macht verliehen. Ja, klar. Und dich komplett auskicken lassen. Wird dich das tun? Das war knapp. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt, Ethan. Den Teufel werd ich! Stirb, 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 stirb! Ich werde meine Tochter wiedersehen! Ich verstehe deine Gefühle, Ethan. Das tue ich nicht. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Wenn ich Rose mit dem Megamyceten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. Wow. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. Widerlich. Dieser Lebenswille. Wir alle sterben schließlich irgendwann. Warum mischst du dich an? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr.
Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt. Wie wär's hiermit? Niemand macht mir meine großartigen Pläne kaputt. Ah ja, schön. Stirb, 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 stirb! Ich werde meine Tochter wiedersehen! Das ist ein Untergang. Die Dorfbewohner, die 4 neuen Kinder, sie konnten meine Einsamkeit nicht im geringsten lindern. Schon mal das Problem bei dir selbst gesucht? Du bist zu Offensichtlich nicht. fähig. Du Narr! Bis jetzt. Das ist dein Ende, Ethan Winters! Nur um wirklich sicher Ja. zu gehen, verfüttere ich dich an den Megamyceten. Du sollst einführen. Ah, stirb heute! Meine Tochter! Meine Ja, ja. Alles klar. Ich schick den Psychiater. Oh, Baby! Rose. Alles gut, Rose. Alles gut. Oh, haben wir es jetzt endlich geschafft. Jetzt sehen wir mal sein Gesicht. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan. Wir müssen los. Alter! Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Rose auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Der dreht jetzt nicht ernsthaft um, oder? Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht.
Wiedersehen, Rosemary. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ethan. Rose! Los! Los, bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mia, hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Alter, dem mir... Wir haben uns jetzt ernsthaft geopfert. Setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Okay, das ist quasi die Handlung von Resi 9 dann, okay. Wow. Leck mich am Arsch. Unfassbar gut gespielt. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Geschubst. Geschubst, ja. Das Projekt war wirklich geschubst. Da hast du gar nicht einmal so unrecht. Leck mich am Arsch war das Spiel. Das war ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat mir wirklich brutal gut gefallen. Das Ende ist jetzt allerdings ein bisschen... Dass wir mir jetzt sterben, hätte ich nicht gedacht. Aber ja. Irgendeinen so einen Wermutstropfen gibt es ja scheinbar immer bei so Resi-Spielern. Ich weiß auch nicht. War ja damals im Zimmer so, wo die entscheiden muss, dass du eine von den zwei im Stich lässt. Ah, das kann man überspringen, da schon, ja. Mal Credits überspringen. Ach, da kommt noch was. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren, er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein...
Laval an. Hi, Dad. Das ist Rose jetzt. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn. Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Oha. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Und dahin geht etwa. Der bleibt jetzt stehen. Hier endet die Geschichte des Vaters. Okay. Ergebene Schwierigkeitsstandard, Abschlusszeit 12 Stunden 30 Minuten. Ist das gut oder ist das eher... Ist eigentlich eh wurscht. Wollen wir so eine Bonus-Shop, Konzept, Modelle, okay. Herausforderung, Schlüsselmenü, Herausforderung, ja, brauchen wir nicht mehr. So, der folgende Film oder Bonusmenü oder Filme. Okay. Aha. Okay. Ach, geht Spiel automatisch von vorn los. Okay, alles klar. Das heißt, wir haben jetzt praktisch im New Game Plus. Ja. Freunde. Spiel ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Kannst du nichts anderes sagen. Das Spiel ist ein perfekter Mix aus Action, aus Rätsel, aus Horror. Vor allem der Horror-Part, also ich sage jetzt einmal so, in dem Haus Beneviento, da wo wir das Baby getroffen haben, der Horror-Part spezifisch kriegt er 12 von 10. Ja. Sowas Intensives, was Horror angeht und was Gruseln angeht, habe ich lang nicht mehr erlebt. Weder in Horrorfilme noch in Spiele. Also der Part exklusiv, jetzt nur mal auf das Haus bezogen, eine 12 von 10. Ja, auf alle Fälle. Spiel im Gesamten definitiv eine 10 von 10. Es ist halt unterm Strich einfach ein typisches Resi. Ja, so wie es halt früher gewesen ist. Du hast ein bisschen Rätselpassagen dabei, du hast ein bisschen Actionpassagen dabei, du hast ein bisschen Horrorpassagen dabei. Es funktioniert halt bei Resi. Ja? Du musst Resi nicht komplett neu erfinden, damit es funktioniert. Ja? Das haben sie versucht neu zu erfinden, wo es dabei rausgekommen ist, hat man im 5. und im 6. Teil gesehen. War nicht so eine gute Idee. Ja? So back to the roots, mehr so simpel einfach halten, funktioniert perfekt. Hat im 7. super funktioniert und hat meiner Meinung nach auch im 8. super funktioniert. Da brauchst du nicht irgendwie eine Wissenschaft aus Resi machen. Never change a running system, das ist meine Devise. Und bei Resi 8 ist es meiner Meinung nach voll zum Tragen gekommen. Ja? Die haben es einfach
sie haben sich mit der Story wirklich brutal viel Mühe gegeben. Also jetzt der 7. und der 8. Teil, die wo ja zusammenhängen, ist wirklich, wirklich extrem gut. Vor allem, wenn wir jetzt da, wenn wir zum Schluss noch die ganzen Birkeln und so weiter gelesen haben, da macht dann auf einmal schon einiges Sinn. Ja, jetzt zum Beispiel zum Schluss kommt man jetzt eigentlich drauf, was Miranda eigentlich für ein Problem hat. Miranda möchte einfach ihr Baby zurückkommen, das was durch eine spanische Grippe verloren hat. Und hat dafür einen Wirt gesucht, und das war halt in dem Fall unsere Tochter, also in dem Fall Rose. Ja, dass das psychopathisch abgehoben ist, brauchen wir uns, denke ich mal, nicht viel halten. Aber an und für sich, wie gesagt, rundum ein geiles Spiel. Kann man wirklich nicht sagen. Ich bin jetzt tatsächlich. Es kommt ja aus DLC nur im Oktober oder November, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Um was in dem DLC geht, weiß ich nicht. Ich hab nur. So Sachen, wo ich vorhab zum Spielen, lese mal grundsätzlich nichts durch, sondern schaue einfach nur, wann es released wird. Ich weiß nicht, um was in dem DLC geht. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass es um Rose ein wenig geht. Ja, vielleicht geht es auch irgendwie um die Hintergrundgeschichte zu dem Dorf, nur mal, dass man nochmal irgendwie anderweitig über den Chris noch ein wenig etwas erfährt, dass man mit dem Chris da irgendwo spielt. Ich weiß es nicht, aber das wird man auf alle Fälle spielen, wenn es soweit ist. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. So. Wie hat es denn eng getaugt? Ja, Resi 8, denke ich, ist ziemlich gut angekommen. Also das heißt, denke ich nicht nur, weiß ich glaube ich auch. Zumindest wenn ich mir meine Stream-Analysen angeschaut habe bei den Resi-Streams, das war schon brutal besucht für euch. Also ihr habt da schon massivst supportet in das Projekt. War wirklich schön zum Spielen. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja. Sonst, ich sag, Resi top, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wird man auf alle Fälle das DLC spielen. Beim Niner wird es halt interessant. Ich glaube, dass wir mit dem Niner vielleicht wieder mit dem Chris spielen, tatsächlich. Wegen der Einheit, was er da noch erwähnt hat, mit der BSA oder BAA-Einheit, ich weiß nicht mehr genau. Schauen wir uns an. Aber wann das released wird, das weiß man halt noch nicht. Beim Niner mit der Rose. Meinst du? Ja, kann sogar natürlich sein, dass wir beim Niner auch mit der Rose spielen müssen. Durchaus möglich. Die scheint ja irgendein höheres, sie scheint ja irgendwie in einer Spezialdingens drin zu sein, weil sie ja geheißen hat, ja, dein Job ist jetzt gefragt. Und die scheint da irgendwas drauf zu haben. Also Roseman ist auch nicht ohne. Hat sie ja auch selber angedroht, dass sie Dinge tun kann, die wo nicht einmal der Chris weiß. Die hat es auf jeden Fall gefallen, Mr. Wert. Das freut mich zum Herrn. Also wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht, war wirklich super, auch wenn ich manchmal den einen oder anderen Herzinfarkt gekriegt habe. Aber sonst war es wirklich ein sehr gutes Spiel. Rose oder Chris oder beide. Ich glaube auch eher, ich glaube sogar eher, dass man mit dem Chris spielt. Dass Rose eine Rolle spielt, aber dass man mit dem Chris spielt, tatsächlich. Das Ende war schon sehr traurig, als er sich geopfert hat, ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Ethan letzten Endes wirklich noch stirbt. Also ich hätte tatsächlich an ein Happy End gedacht, dass wir ein Happy End haben. Aber gut. Aber was mir so ein wenig am Schluss, die letzte Szene, wie das Auto schwierig gefahren ist, ja dann stehen bleiben, da ist rechts etwas gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wer weiß, ob der Ethan wirklich tot ist? Wer weiß das schon? Ich habe auch vorher gemeint, wie es mit Miranda das Herz ausgerissen hat, dass er hundertprozentig tot ist. Lebt er dann trotzdem noch? Also ich bin mir nicht einmal so sicher, ob er wirklich hier ist. Aber das wissen wir halt erst, wenn der Niner rauskommt. Und wann das ist, weiß man nicht. Aber mal, ich glaube, dass er. Ich weiß nicht, wann ist Resi 8 gekommen? Letztes Jahr, glaube ich, gell? Oder war das heuer? Nein, das war letztes Jahr ist Resi 8 gekommen. Ja, kannst du eigentlich mit frühestens Ende nächsten Jahres damit rechnen. In der Regel haben zwischen den neuen Resi-Teilen über so 3-4 Jahre. Schauen wir mal. Das nächste Projekt wäre aber mit Sicherheit genauso gefallen. Du spielst Rose, der Chris hat irgendwas. Der Mia da. Rose will sich beim Chris rächen. Ja, Nein, glaube ich nicht einmal. Ich glaube, dass der Chris fein raus ist. Der Chris hat ja alles Mögliche da, wo es irgendwie geht. Gut, kann natürlich sein, dass der Rose das frisch aufpasst. Das kann natürlich schon sein, ja. Aber da lassen wir uns überraschen. Ja. Wir können philosophieren und gerne rätseln drüber. Auch im Discord kann man sich gerne mal so Spielerdiskussionen führen. Aber ich grenze mir jetzt einmal auch irgendwas über Rose und über den Chris wird es auch. Jetzt einmal. Chris hat man, glaube ich, tatsächlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nur im ersten Teil gespielt. Berichtigt es mir, wenn ich da falsch liege. Tod ein entschiedenes vielleicht. Also ich kann mir es nicht vorstellen, aber
es hat halt so einen Beigeschmack gehabt, wie jetzt da gerade am Schluss noch, dass man ja in der Ferne das Manschgal nicht erkennt. Im 4. auch, oder? Am 4. hat man ein Ding gespielt. Ein Lien. Im 4. hast du einen Lien nochmal gespielt. Ich weiß nicht mehr, ob man da einen Chris gespielt hat. Ein Lien weiß ich sicher. Aber ob man einen Chris gespielt hat, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe einen 4er. Habe ich mit sicher schon 15 Jahre nicht mehr gespielt. Keine Ahnung. Ich kann das echt nicht mehr sagen. Das 4er ist ja auch als Remake angekündigt, ja. Also wirklich komplett remaked für die neue Generationen. Wird man vielleicht auch spielen. Müssen wir mal schauen. Aber gut, jetzt passt's auf. Ich hab's zwar schon einmal angekündigt, aber einfach der Vollständigkeit halber, weil sich ja das jetzt irgendwie auch schon so ein bisschen mehr oder weniger eingebürgert hat bei uns, stehe ich euch noch eben offiziell, Freunde der Sonne, jetzt passt so acht, wenn ich es finden darf. Ja, wo haben wir es denn? Wo bist du? Ah, nehmen wir das. Das schaut aber auf das. So, jetzt passt es auf. Nochmal so. Jetzt stelle ich noch schnell offiziell das neue Projekt vor, was wir ab wahrscheinlich irgendwann nächste Woche spielen. Und zwar wird das auch, die meisten von euch können sich jetzt eh schon denken, vor allem die an der Discord-Umfrage damals teilgenommen haben. Freunde der Sonne, nächstes Projekt. God of War! Was hält man davon? Das neue God of War ist angekündigt für 9. November. Und ich glaube jetzt beim 1. August ist der perfekte Zeitpunkt, damit wir uns in der nordischen Mythologie mal die ganze Geschichte noch mal ein bisschen anschauen. Ja? Zugegebenermaßen hätte ich nicht gedacht, dass God of War bei der Umfrage so derartig weit vorne landet. Warum? Weil wir mir Anfang des Jahres alle klassischen Teile gespielt haben. Ja, an einem Stück. Da hat es einfach einmal 2 Monate nichts anderes nicht gegeben, teilweise wie God of War. Aber dass ihr scheinbar immer noch so massiv viel Appetit auf God of War habt und mir ja die Story noch mal aufarbeiten müssen, bevor wir im November den neuen Teil spielen, Freunde der Sonne, dann bietet sich doch jetzt perfekt God of War, oder? Ich sage schon, ich glaube, dass ihr da zauberhaft dabei habt. Ja, God of War, weiß ich, hat vor kurzem ein nicht ganz so unbekannter bayerischer Streamer bereits gespielt. Ja, das ist mir schon bewusst. Aber doppelt halt besser. Mehr Deppen dreschen ist mir gut. Genau, lauter unsinnige Viecher aus die Klapperl rausschubsen, da ich so. Das haut er mir. Genau. Allerdings, sage ich auch vorher noch dazu, der Mr. Saiching hat ja letzte Woche einen Spiele-Request eingelöst, ja, Spiel für einen Stream. Und zwar wird das Ghost Exile, da wird die liebe Miss Marshall mit dabei sein. Da werden wir uns jetzt am Wochenende noch mit zusammenschreiben. Das werden wir natürlich vor dem Projekt noch machen. Und dann, wie gesagt, irgendwann Ende nächster Woche oder Ende kommender Woche fahren wir dann mit God of War. Müssen wir mal schauen, wann wir Ghost Exile, da machen wir auf alle Fälle einen Stream, vielleicht machen wir 2 Streams draus, müssen wir mal schauen, je nachdem. Das ist ein Horrorspiel, habe ich mir sagen lassen, so ähnlich wie Phasmophobia, nur viel, viel schlimmer und viel, viel intensiver. Ich freue mich wahnsinnig drauf, nach Resident Evil 8. Machen wir aber. Kriegen wir auf alle Fälle hin. Also haben wir nächste Woche auf alle Fälle Content mit der Nuzlocke, haben wir Content mit Ghost Exile und wir werden Content haben mit diesem Spiel hier, mit God of War. Genau. Bürger raiden? Nein, ein Bürger raid ich nicht. Nicht, weil ich nicht mag, sondern weil es einfach absolut überhaupt keinen Sinn nicht macht. Es macht einfach keinen Sinn nicht. Schau, es ist ja ganz einfach. Der Bürger hat seine Community. Der Bürger hat seine Leute, der hat unfassbar viele Zuschauer. Er hat nichts davon, dass ich am raid. Erstens einmal kriegt das sowieso nicht einmal mit. Das ist das Erste. Und das Zweite, die Community ist so unfassbar groß, da gehen wir mit der Bazi sowieso unter. Ja, das hat einfach keinen Sinn. Ich hab mir von Anfang an gesagt, dass wenn ich jemanden raid, dann raid ich jemanden, der mein Gress hat oder kleiner ist, weil der was davon hat. Ja? Das sind Leute, die vielleicht ich nicht kenne, die was ihr noch nicht kennt. Und so kommt man vielleicht irgendwie auf eine neue Community oder man kommt irgendwie auf einen neuen Streamer, der wo einem dann gefällt. Ich meine, schaut euch mal jetzt das Ganze um die Streamerei da an. Bei mir jetzt. Nur als Beispiel. Was man mir mittlerweile unfassbar coole Leute in der Community haben. Und warum haben wir das? Weil mehrere Kleine irgendwie immer zusammenfinden. Wisst ihr, wie man? Und das ist einfach das, wo ich sage, ein Bürger raiden, das kommt für mich nicht in Frage, weil das einfach, nicht weil er mir unsympathisch ist oder weil ich es ihm nicht gut hat, um Gottes Willen, das möchte ich nicht sagen damit, aber
Er hat nichts davon. Er hat nichts davon, ich hab nichts davon und ich hab's auch nichts davon. Genau. Aber weil wir schon bei Raiden haben, Freunde. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, der Mike ist noch online, oder? Schaut's, das ist Episode, das lassen wir eigen. Jetzt haben wir mit unserem Horror-Stream fertig. Resi 8 ist durch und der Mike fängt uns an. Der spielt der Quarry. Ja, soll wahnsinnig gut sein, habe ich gehört. Der Mike freut sich da viel mehr über so einen Raid, wie jetzt der Birger. Also ist der Fall nämlich klar. Gehen wir zum Mike. Der raidet gerade am Birger, ist der Scheiß ernst, oder was? Raidet der jetzt wirklich? Ist der jetzt auch fertig, oder was? Ist der Mike jetzt fertig? Ist der auf der Feier rum, oder was? Okay, ja gut, dann müssen wir mal schauen. Dann gehen wir zum Lucius. Der spielt Bloodborne. Bloodborne wird man irgendwann in der Zukunft definitiv auch spielen. Da warte ich aber aufs Remaster, bis das mal 60 Frames Unterstützung hat. Ja, das ist ein Souls-Spiel. Eins meiner Favoriten, ein supergeiles Spiel. Ich kann denken, noch einen Cookie anbieten, der spielt Donkey Kong Country Tropical Freeze auf 200%. Das könnt ihr jetzt entscheiden, was eigentlich da lieber ist. Gut, ich hätte jetzt einen Mike genommen, aber der Mike ist ja jetzt offensichtlich fertig, dann können wir den Mike nicht nehmen. Weil ich raid ja nicht auf einen Kanal, der wo offline geht. Das ist ja dann auch hinfällig. Außer ich finde noch einen anderweitigen, jetzt pass auf. Ein Cookie. Ja, mir ist das wurscht. Dann können wir auch zum Cookie gehen. Ja, dann... Marie wäre bei mir und Mr. Highlander, wer ist denn die Marie? Die kenne ich gar nicht. Kannst du da mal einen Namen schicken? Schaut wahrscheinlich nicht, wenn ich mal einen neuen Namen auch kennenlerne. Kennst Marie nicht? Jetzt auf Anhieb sagt man Marie nix. Spiel Assassin's Creed. Marie 951. Ja, Assassin's Creed haben auch noch 3 Spiele vor uns. Ich weiß nicht, wann das Zeug alles unterbringen. Also ich verstehe die Frage nicht. Ich weiß nicht, wo ich die ganzen Spiele unterbringen soll. Ich kriege erst einmal Werbung. Fulltime-Streamer incoming. Ah, nein, das ist... Da wird man nicht hinkommen. Zu viele Spiele und Zwängzeit, ja genau, das ist das Problem. Ich hab kein Cam, ja gut, das ist mir jetzt wurscht. Wenn wir schnell mein Ding ausmachen, da ich mal was verstehe von der Dame. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Vollzeitbatze. Na, das da geht fein. Da haben wir ganz weit weg davon. Ganz weit weg. Das glaubt's mir, das ist so unfassbar, was da angeht. Das passt auf gar keine Haut nicht. Glaubt's mir das? Was passiert denn, wenn das in den richtigen Open-World-Games? Du willst es nicht wissen. Du willst es nicht wissen, wirklich. Aha, ja, zauberhaftes Stimmchen hat's auf alle Fälle. Tonqualität passt, Bildqualität passt. Ja, Leute, entscheidet es. Nehmen wir die Mario mit Assassin's Creed 1, haben wir auch schon gespielt. Nehmen wir einen Cookie mit Donkey Kong Country, 200% Run und der spielt dann noch irgendetwas, also bei dem wird es halt eine längere Geschichte. Oder möchtest du zum Lucius, der wo Bloodborne spielt? Entscheiden, jetzt, in den nächsten 60 Sekunden, bitte, Dankeschön. Ich hab Hunger, verdammt nochmal! Ach so, wegen Teddy. Marie, bin eher für Assassin's Creed, der Herbert für Cookie, der Highlander für Marie, okay. Ja, dann gehen wir jetzt zu der Marie. Assassin's Creed ist eher das deine. Ja gut, dann gehen wir halt zum Maral. Hilft ihm nicht. Ich kenn's noch nicht. Nein, dann lernen wir halt wieder mal jemanden neuer kennen. Das muss jetzt nicht verkehrt sein, um Gottes Willen. Also sie hat zumindest ein flauschiges Stimmchen. Dann gehen wir da hin. So, Freunde der Sonne, nächster Stream ist irgendwann nächste Woche. Ich weiß aber noch nicht wann. Wie gesagt, Discord, Ausrufezeichen Discord an der Stelle, wer noch nicht drauf ist, die mehreren haben da wahrscheinlich schon drauf. Ist Mod bei der Browserbiene.
Biene haben wir auch schon ganz lange nicht mehr geredet. Die ist aber leider meistens online, wenn ich nicht auf Twitch bin. Aber gut. Genau, nächster Stream sage ich noch rechtzeitig Bescheid, wahrscheinlich irgendwann morgen im Laufe des Tages. Ich muss einmal schauen, ich weiß selber noch nicht. Wie gesagt, nächste Woche haben wir wahrscheinlich 3 Streams. Warum? Ich habe Urlaub. Ja? Bazi hat jetzt 2,5 Wochen Urlaub, da wird man natürlich ein wenig mehr Zeit zum Streamen haben, das ist aber sowieso klar. Projekt Nummer 1, Ghost Exile, Nuzlocke Challenge, God of War. Schreibt sie schon mal hinter Binden oder wo weiß ich wohin. Termine folgen. Dann sage ich vielen lieben Dank für den schönen, unterhaltsamen Abend. Merci wie immer fürs Zuschauen. Danke für den Support halt wieder in Form von Subs, in Form von Resubs, Ghost, Gifted Subs, Bits, Followings und was das wie es ist. Unfassbar krank. Was ihr da vom Stab bereist. Das ist absolut geisteskrank. Dann wünsche ich euch einen schönen Restabend, einen schönen Rest Samstag, einen schönen Sonntag dann morgen, schönes Restwochenende. Wir hören uns dann, denke ich, vermutlich mal am Montag. Ich vermute es einmal, ja, wie gesagt, Discord und so. Raid Command ist im Chat. Liebe Grüße bei der Marie da lassen. Gerne mal einen Daumen da lassen, wenn es euch gefällt. Support in Form von Followings kostet eigentlich nichts und das hilft unfassbar schwer. In diesem Sinne, habe ich bin für heute raus. Merci nochmal für alles. Schönen Abend für euch. Haut euch eine.